Moin, ihr Landratten und Seebären. Herzlich willkommen bei Hamburg Hafen Live. Und heute müssen wir natürlich auch sagen, Freunde der historischen Dampfschifffahrt. Ja, genau. Kann man das so ausdrücken? Das kann man so ausdrücken. Ich bin hier, wir sind hier am Hafenmuseum auf dem Bremer Kai bei der Stiftung Hamburg Maritim. Habe ich das so richtig gesagt? Auf dem Bremer Kai, Stiftung Maritim Hamburg, genau. Ja, super. Und bei mir ist der Dirk von Reit. Auch von mir nochmal ein Moin zusammen an die ganze Gesellschaft. Ja, wir sind hier heute bei der Schahörn. Wir werden gleich auch drauf gehen. Heute werden wir uns hauptsächlich um die Maschine kümmern. Wir haben das ja schon ein paar Mal erwähnt. Wir werden am 24.08. auch mitfahren. Dann werden wir noch mal ganz viel Zeit haben, unser Schiff auch von außen anzugucken. Ihr seht das schon so ein bisschen hier, ne? Diese ganzen Verzierungen. Also das ist echt ein Traum von Schiff. Ja, also das ist richtig, richtig schick. Aber ich habe den Dirk gebeten, bevor wir dann nachher zum Olli in die Maschine gehen, ob Dirk nicht einfach mal einmal mal so das große Ganze, vielleicht mal ein bisschen was zur Schahörn. Was war das für ein Schiff? Wofür wurde das eingesetzt? Wie alt ist das? Und vielleicht auch so ein bisschen, was ihr heute macht, wie ihr das heute mit dem Verein und den Ehrenamtlichen betreibt. Gerne, das kann ich jetzt gerne mal kurz so machen. Ich glaube, das Interessante ist erstmal das Schiff selber. Wenn man sich das anguckt, das Schiff hat ja eine wunderbare Linienform. Es ist ja tatsächlich, sage ich mal, es kann noch mit Yachten von heute tatsächlich mithalten. Es ist aber tatsächlich 120 Jahre alt fast. Und ist 1908 vom Stapel gelaufen und von innen her und von den Aufbauten noch fast original erhalten für 120 Jahren. Und man sieht auch an den Quallen da oben, es wird gerade angeheizt, weil wir gleich eine Fahrt unternehmen werden mit Gästen an Bord. Und wir heizen mit Kohle, deutlich zu sehen da oben. Geschichte. Es fing an mit einem kleinen Skandal in Hamburg. Das können wir gut, oder? Das können wir gut. Der kleine Olaf da unten ist auch so ein Beispiel. Also es ist so, die geschichtlich hat Hamburg durfte sich nicht so mit Gold schmücken wie Amsterdam Brücke oder die anderen Handelsstädte. Das war in Hamburg verpönt. Aber der Senat sagte dann um 1900 und ein paar Jahre, wir müssen aber mal ein gutes Schiff haben, falls der Kaiser mal an Bord kommt, damit wir ihn hier durch den Hafen fahren können. Das durfte man aber eigentlich nicht haben, so ein Vorführschiff mit Prunk. Und man sieht ja auch Goldverzierungen dort. Durfte man nicht haben. Was hat man also gemacht? Typisch hamburgisch. Man hat gesagt, wir bauen mal ein Vermessungsschiff. Das klingt doch viel besser, ne? Das klingt doch gleich viel besser. Und das ist dann ein bisschen schicker geraten als ein eigentliches Vermessungsschiff. Und wenn man später auch Aufnahmen von innen sieht, ist es wirklich kein Arbeitsschiff. Aber tatsächlich fuhr es dann auch als Vermessungsschiff die Elbe hoch und runter, weil der Elbstrom halt in den Sandbänken immer ihre Tiefen verändert hat. Und da wurden Kartenmaterialien da gezeigt. Ja, Karten gezeichnet. Kann man sagen, dass das so ein bisschen der Vorläufer ist von den heutigen Depenschriebern? Ja. Ja? Also genau. Tiefenschreiber, Tiefenvermessungsschiff. Die haben die Positionen gemacht und wurden dann mit Bleilot wurde das dann gemessen und wurden dann hinterher Karten, die mal aktuell gehalten werden mussten, weil damals veränderte sich noch viel mehr unten an der Elbe. Damit das aber auch etwas zum Vorzeigen ist, hat man dann den schönen Senatssaal dort hinten reingebaut und natürlich auch außen die Verzierungen und die Brücke, das ist natürlich sehr edel gestaltet. Das kam natürlich ein paar Jahre später mit der Rechnung ins Haus und da war der erste Skandal. Das ist natürlich vielfach teurer geworden, als es eigentlich sollte und als ein Arbeitsschiff hätte kosten würden. Und dann wieder fuhr das Schiff jahrelang als Vermessungsschiff. Der Kaiser war nie an Bord. Schade eigentlich. Ja, der einzige Kaiser, der da war Karl Lagerfeld. Der hat hier mal Party gemacht irgendwo vor 15 Jahren. Und dann fuhr das Schiff als Vermessungsschiff und diente dann auch dem Senat als Tagungsschiff. Deswegen der Senatssaal, der auch ja ein schönes Oberlicht hat, weil das genau das gleiche Pendant ist im Rathaus zu sehen, weil der Senat musste immer unter Licht tagen. Dann hat man es natürlich auch großzügig ausgestattet mit 2 Dampfmaschinen, die hatten über 400 PS und seinerzeit machte das Schiff laut Unterlagen 14,5 Knoten. Das war für 1908 ein ganz schönes Tempo. Und das war auch schon wirklich ein Besonderes. Ja, die ganze Maschinenanlage war schon was Besonderes da drin. Und letztendlich ging es dann irgendwann in Richtung Ersten Weltkrieg. Achso, vielleicht noch ein Punkt, weil der Senat dort getagt hat, war es eines der ersten Dampfschiffe, die überhaupt elektrisches Licht an Bord haben. Das siehst du auch unten. Ja. Die haben eine 110 Volt Gleichstromanlage installiert, damit man auch bei Licht abends tagen und Party machen kann. Ist jetzt überspannt, aber ist so. Dann fuhr das Schiff im Ersten Weltkrieg als Hilfsminenkreuzer irgendwas. Da kam auch der Ringelnatz ins Spiel. Der hat nämlich hier als Offizier auf dem Schiff gedient. Das ist noch eine Verbindung zu dem, was wir hier auch Ringelnatzabende anbieten. Und da mache ich jetzt einen Abstecher aus, was wir machen.
Wir sind ein Verein, Ehrenamtliche, die das Schiff betreiben. Das Schiff gehört der Stiftung Maritim Hamburg, aber wir berädern das sozusagen als Verein. Und wir sind alle ehrenamtlich tätig und wir setzen unsere Zeit hier rein. Und das ist viel Zeit, weil wir natürlich das alte Schiff dauernd reparieren müssen, viele Sachen immer pflegen müssen, viel Farbe wird drauf gemacht, das können Sie sich alle vorstellen sicherlich. Und die Fahrt, da brauchen wir 20 bis 22, 23 Leute brauchen wir die Fahrt, also von Service bis oben zum Kapitän. Ja, das ist, wir sind natürlich in der Maschine mit 8 Leuten, weil wir uns abwechseln. Wir sind halt Rentner. Das ist so, wir machen das ehrenamtlich. Aber man muss dazu sagen, früher an Bord waren nur unten in der Maschine nur 3 Leute. Ein Heizer, ein Maschinist und einer, der hin und her sprang. Die waren 24/7 an Bord des Schiffes, weil das Feuer musste immer brennen. Auf Dampfschiffen wurde das Feuer nie ausgemacht. Das, was wir immer machen zwischen den Fahrten, das ist eigentlich Gemeinheit für die Technik. Das sollten wir nicht machen. Also dann ging es durch den Zweiten Weltkrieg durch, wurde dann nochmal wieder als Vermessungsschiff eingesetzt, als Wohnschiff und kletterte so ein bisschen vor sich hin. Dann kam der Zweite Weltkrieg, wiederholte sich die Geschichte so ein bisschen mit Minensucher, als Hilfskreuzer, wie auch immer das die Bezeichnung war. Dann wurde es wieder nach dem Weltkrieg als Wohnschiff benutzt und dann wollten die es wieder einsetzen als Vermessungsschiff und ist auch nochmal gefahren. Aber 1972 war dem Cuxhaven Bürgermeistern und Hamburger Bürgermeistern das Schiff zu teuer. So viele Leute musste man eben halt zur Unterhaltung beitragen, viel Kohle. Dann kamen die auf die Schnapsidee und wollten das verschrotten. Die wollten das tatsächlich verschrotten. Das schöne Schiff. Wie mit so einigen schönen Schiffen oder überhaupt schönen alten Dingen. Ne? Exakt. Und da kam ein Spieliger, ich glaube es war ein schottischer Milliardär. Und der, damals sagte man, das ist ja blöd, dass das Schiff wegkommt, der hat das Schiff gekauft und hat es in einer abenteuerlichen Fahrt, da haben wir noch einen Bericht drüber, über die Nordsee bis nach Schottland gebracht und wäre da beinahe abgesoffen. Aber er hat es geschafft und er wollte in Schottland einen Museumshafen machen. Die Idee ging aber dann irgendwie schief und das Schiff ist dann verkommen. Leute haben auch natürlich geräubert. Es ist viel Kupfer und Messing und Holz natürlich an Bord gewesen. Und dort haben irgendwie 1990 haben Hamburger Reeder das Schiff gefunden und haben gesagt, das müssen wir retten. Und dann haben die das mit dem Schiff hier rüber transportiert, auf die HDW-Werft, glaube ich, gebracht zu der Zeit. Und haben das 5 Jahre lang mit Jugend in Arbeit wieder komplett renoviert nach alten Bildern. So wie es jetzt wieder da ist, nämlich in der Originalform, wie das von der Werft gelaufen ist. Und zwar wirklich exakt nach den alten Bildern. So sah es 1908 aus. Du hattest mir das auch im Vorgespräch erklärt. Also ihr seid teilweise bei der Restaurierung also wirklich sehr penibel, also die kleinsten Verzierungen. Und es sind wirklich nur ganz, ganz winzige Elemente, mal ein Schräubchen oder so, was mal neu gekauft wurde. Aber ansonsten alles wir ist gut, ich war da noch nicht dabei. Ihr Ehrenamtlichen. Aber der Verein wurde da eben halt gegründet und die haben das dann halt renoviert. Und es wurden auch die technischen Dokumente und sowas alles aufgeschrieben. Olli, komm zu uns. Heute letztendlich wirklich was wissen, wie das Schiff funktioniert. Und wenn man das nachher sieht, die Maschinen, die unten sind alle noch im Original. Teilweise ein bisschen überholt, aber alles original. Ja. Und darauf legen wir sehr viel Wert, weil wir das pflegen und tun. Ein Punkt noch für das Aussehen ist mal eine Frage, die ganz witzigerweise oft gestellt wird. Das ist doch ein Dampfschiff. Ja. Wieso hat das 2 Masten? Und wo sind die Segel? Hat es natürlich nicht, es hat keine Segel. Aber um 1900, in jeder Spezifikation, mussten Schiffe Masten haben, sonst war es kein Schiff. Ganz einfach, banale Antwort darauf. Deswegen hat dieses Schiff auch 2 Masten mit Wanten und allem drum und dran. Aber nur eben, damit es wirklich ein schönes Bild ergibt. Und das haben wir letztendlich auch erreicht. Ja. Also den Dekozweck erfüllen die Masten auf jeden Fall. Ja, die sind gerade neu, mit viel Mühe und Arbeit, gerade neu lackiert worden und neu wieder eingesetzt worden. Und ihr fahrt regelmäßig? Also es gibt auch auf der Webseite einen Fahrplan, das heißt, ihr bietet... Oh, Olli muss einmal unterbrechen. Wir müssen gleich anfangen mit Vorwärmen. Okay. Wir müssen in die Maschine. Wir sind sonst zu spät. Okay. Ja, das ist okay, machen wir. Wir sind eigentlich auch durch, aber ich komme noch mal zurück auf ganz kurz die Fahrten. Ja. Wir haben im Internet über unsere Homepage, kann man sich gucken, welche Termine sind und dann fahren wir. Und zwar kann man sich dann Tickets kaufen oder, wenn ich natürlich auch weiterfasse, wenn die Firmenleute das gucken oder sie wollen mal ein Firmen-Event machen, man kann das Schiff chartern, komplett. Dann fahren wir, so wie der Charterer das gerne haben möchte, bis nach Wedel hoch und runter. Komplett mit Verpflegung, das machen wir alles. Also das sind die beiden Alternativen. Einzeltickets oder, wenn auch eine Firma das machen will, wir organisieren dann extra Charterfahrten dafür. Und am 24.08. fahren wir ja mit, deshalb können wir das hier gleich auch abbrechen, weil dann werden wir noch Zeit haben, alles von außen anzugucken. Wir wollen uns heute ein bisschen auf die Maschine konzentrieren, denn das Schiff ist geschartert ab 16 Uhr. Wir sind jetzt in der Vorbereitungsphase und gehen jetzt gleich mit dem Olli runter in die Maschine
Und ja, Bring die alte Dame zum Laufen. und wollen mal gucken, ob das Ding noch ordentlich dreht, ja? Okay. Dirk, erstmal vielen Dank. Dann darf ich Gerne. das Mikro gleich mal weiterreichen an Olli. Ich mache mal deinen Reißverschluss hier ein bisschen auf, dann hast du das Mikro nicht Das so habe ich dicht. doch mal gerne. Ja. Und weil das unten sehr eng ist, übernehme ich jetzt auch die Kamera. Ja. Und erstmal danke an Remo, der auch noch hier ist. Bitteschön. Vielen, vielen Dank. Das habe ich auch schon mal eingekriegt mit der Kamera. Ja. Die ins Wasser fallen lassen. Oder? Sag mal, muss eigentlich die Dampfpfeife getestet werden? Ja, logisch. Die muss unbedingt gleich getestet werden, oder? Die testen wir, dauert noch eine Weile. Halbe Stunde. Ja, dann testen wir die. Das muss unbedingt passieren. Kommst du gleich mit runter? Oh, guck mal, ey, was das für ein schönes Schiff ist. Ne? Auch hier das Rettungsboot. Richtig, richtig hübsch. So, jetzt gehen wir hier rein. Ja, Wir sind jetzt hier live. Nicht, dass ihr euch erschreckt. Ihr könnt euch dann später sehen. ich hätte schon 1000 Fragen, aber wir müssen erst mal runter. Wir müssen erst mal Das hier ist anfangen die hier. Rudermaschine, glaube ich, ne? Das machen wir gleich. Ah, das machen wir gleich. Okay. Okay. Und hier die Niedergänge auf so einem Schiff geht man klassischerweise rückwärts. Jetzt. Das ist Setz- gesünder, habe ich mir sagen lassen. Und jetzt muss ich erstmal gleich gucken, ob unser gebasteltes Netz hier funktioniert. Ja. So, warte, ich gehe mal hier auf Weitwinkel. Nee, das andere Bild ist etwas besser. Ja, also ihr seht schon, hier ist es natürlich insgesamt ein bisschen enger. Moin. Moin. Und deshalb halte ich die Kamera. Das ist mein Kollege, der Thorsten. Moin, Thorsten. Der fährt halt als zweiter Wachoffizier quasi, ich fahre quasi als Meister. Und wir werden jetzt quasi den Maschinenbetrieb ansetzen. Das heißt, die Maschinen sind ja kalt. Ah, Die okay. sind ja kalt, die müssen wir erstmal vorwärmen. Jetzt würde der Stahl Risse kriegen. Ne? Der Ausdehnung. Jetzt tun wir das vorwärmen. Jetzt setzen wir quasi die Duplex an. Das ist eine kleine Hilfspumpe. Um quasi, komm mal hier rum. Ja, wir begleiten dich da jetzt einfach mal Das rein. Kondensat fließt ja in die Zisterne rein. Ja. Und das wollen wir erstmal in den Kessel pumpen. Also Sonst hier. würde das nämlich überbords laufen. Und dann würden wir eine Umweltkatastrophe machen. Das wollen wir ja nicht. Okay, also hier sind so viele Rohre. Also das sind, ach guck mal, hier haben wir ein bisschen Platz, wenn ich ein bisschen zurückgehe. Das sind jetzt die beiden Maschinen, richtig? Rechts und links. Genau. Thorsten setzt jetzt die Maschine an, die Duplex. Alles auf? Habe ich die Wege freigeschaltet. Das Speisewasser, die Duplex fördert das Speisewasser zurück in den Kessel. Es kommt quasi aus der Zisterne, Kondensator, Zisterne, und dann wird es abgepumpt und geht über Rohrleitungen zurück in den Kessel. Da haben wir geschlossen. Ich hoffe, ihr hört den Thorsten, der ist jetzt nicht so dicht am Mikro. Sonst Jetzt habe ich jetzt muss vorher Olli schon das gleich noch mal so ein bisschen mit Die erklären. Ventile, den Weg freigeschaltet, dass das Wasser auch ungehindert in den Kessel gehen kann. Die Speisewasserventile sind geöffnet im Kessel. Die sind geöffnet. Das ist das Fahrventil für die Duplex. Und jetzt hört man schon, der Dampf strömt. Jetzt wärmen wir die Duplex quasi auch vor. Ja, wir lassen jetzt Dampf durchströmen, damit die eine Temperatur kriegt. Du wirst sehen, da kommt jetzt gleich unten, da kommt erstmal Wasser raus. Und wenn da kein Wasser mehr rauskommt, dann hat die eine gute Temperatur, dann ist da nur noch Dampf. Jetzt kommt da unten Wasser rausgelaufen. Ja, man sieht's. Und so wie das Wasser weg ist, machen wir die Entwässerung zu. Oh, hier bewegt sich schon. Ne? was. So, Wasser ist weg. Jetzt müssen wir relativ zügig die Zirkuline ansetzen, quasi das ist unsere Umweltpumpe für den Kondensator. Thorsten, wenn du das da drüben soweit hast, kommst du dann bitte rüber. Jetzt mache ich hier genauso wie das drüben ist. Mache ich den Dampf auf, lasse die erstmal ein bisschen durchströmen, damit das Wasser rausgeht. So, das Seeventil aufgemacht und nur noch Wasser rein. Guck mal, du siehst das ja hier. Jetzt kommt irgendwann Dampf. Und dann ist sie vorgewärmt.
Dazu muss man sagen, den Kessel, den habt ihr ja schon seit einigen Stunden langsam auf Temperatur gebracht. Wie viele Tage vorher? 2 bis 3 Tage. Okay, also da ist dann immer jemand, der köchelt dann immer so ein bisschen was vor sich hin. So, Thorsten? Ja, Willst du, ich mache. was denn? Ich mache an. Mit dem Knüppel? Oder machst du hier? Die sind hier drauf. Ich nehme hier jetzt auf. So, Paddy, Ja, siehst du, kannst du das hier sehen? Wir geben jetzt quasi der Schwungscheibe einmal ein bisschen Drehung, dass die Schwung kriegt, Schwungscheibe, und der Thorsten dreht dann Dampf auf, dann soll die laufen. So, und jetzt. Ja. Am Meter kannst du sehen, dass er fördert. Wo regnet es hier? Besserung. Ja? Besserung. Wo kommt das denn raus? Wir sind doch zu. Oben. Oben kommt das raus. Ist undicht nach oben. Hier, guck mal, wo das. Guck mal hier. Hier kommt das raus. Siehst du die Packung? Das will ich jetzt mögen. Sehr gut. Jetzt hat der Kollege oben kontrolliert, der Dirk, dass Kühlwasser kommt. Das heißt, jetzt geht das Kühlwasser. Wir müssen ja den Kondensator kühlen. Hier geht jetzt einmal, guck mal, das ist der Kondensator. Unser Abdampf geht ja in den Kondensator rein und das wollen wir gekühlt haben. Und das wird jetzt quasi einmal umspült mit Seewasser. Wahnsinn. Sag mal, wenn Gäste mitfahren, die dürfen auch hier runter. Die dürfen das, auch hier runter. Die dürfen das so live miterleben. Machst du Hauptgang oder noch? Machst du das? Kannst du gleich mal bitte die Entwässerung von der Rudermaschine zumachen? Ist das cool. Muss natürlich alles regelmäßig geschmiert werden, Ja. wenn das dreht. Und Hier wird ein bisschen geschmiert alles. Ah, toll gepflegt einfach. Toll gepflegt. was? Nee, ich sag gerade, wie toll gepflegt das alles ist. Ja, das ist Guck mal, wir haben jetzt steigt quasi, weil natürlich die Rohre, das ist alles kalt, kommt Kondensat zusammen. Das steigt natürlich in der Zisterne und das sehen wir da am Wasserpegel. Das heißt, wir müssen unsere Duplex, unsere Pumpe, die das Wasser ja in den Kessel, quasi über den Entöler in den Kessel pumpt, müssen wir ein bisschen hochdrehen. Anthony, du machst hier auch ein bisschen mehr und weniger, guckst nach dem Wasser. Weil wir haben ein bisschen wir haben ein ja, ihr bisschen, Lieben, ich hoffe, ihr habt Verständnis, dass ich mich jetzt nicht so wirklich um den Chat kümmere. ein kleines bisschen mehr Das ist aufdrehen. einfach zu spannend hier. Und jetzt aber auch wirklich die heiße Phase gerade. Ne? Genau, wir müssen die Maschine hier, wie gesagt, vorwärmen. Wir machen das 1,5 Stunden hier. Das hat sich aus Erfahrung gezeigt, dass es wichtig ist, die so lange vorzuwärmen. Das Drehen kann man sicherlich verkürzen. Das machen wir eine halbe Stunde. Deswegen müssen wir 2 Stunden vor Abfahrt fangen wir quasi damit an. Wir haben vorhin schon alles abgeschmiert. Ne? Alles, wo Dochtöler sind, das alles abgeschmiert. Maschinenöler, ne? Die werden gleich nochmal von Hand durchgedreht. Und jetzt macht der Thorsten gerade, es gibt ja einmal den Strang Hilfsdampf. Da läuft der Vorwärmer, gucken wir uns gleich mal an. Vorwärmer drüber, diese ganzen Hilfsaggregate, deswegen auch Hilfsdampf, Injektor etc. Jetzt hat der Thorsten quasi den Hauptdampf aufgemacht und jetzt wärmen wir die Maschinen vor. Du machst die hier eigenständig und ich mache die hier und erkläre was. Das ist der Dampfregler für den Hilfsdampf. In den Manometer, in der Mitte, Ja. der Druck steigt. Das heißt, wir haben Dampf drauf. Ah, okay, ja. Wir stehen auf Jetzt haben wir 1,5 Bar, 2. Ein Bar stellen wir ein. Okay.
Das reicht zum Vorwärmen. Die Maschinen sollen nicht drehen, die sollen nur mit Dampf beauftragt werden. Mit wie viel Bar fahrt ihr hinterher so? Maximal 9 Bar. Okay. Also wir haben 9 Bar Kesseldruck. Aber es kommen ja hier irgendwo 5 Bar. Achso, also das ist nicht der Kesseldruck da. Nein, der Kesseldruck ist da, wenn du da mal rumschwenkst. Neben der Uhr. Ah, hier haben wir. Ah, der hat schon seine 9 Bar. Der ist quasi, wir müssen auch ein bisschen Dampf verbrauchen. Ja. Ja, voll, ne? Und hier ist übrigens der Kessel. Da ist Luft drin. Hier passiert so viel. Leute, das müsst ihr einfach live sehen. Komm noch mal hier. Das müsst ihr live Das ist sehen. quasi der Hilfsdampfregler. Damit kann ich quasi den Mitteldruck und Niederdruck, kann ich die Position der Kurbelwelle verändern. Machen wir jetzt nicht. Wir machen jetzt gleich, was Thorsten gemacht hat. Darauf achten, dass quasi die Entwässerungen aus sind von den einzelnen Zylindern. Und dann geben wir mal langsam Druck drauf. Also ich öffne quasi das Hauptdampfventil und lasse quasi den Dampf langsam durch die Maschine strömen, so dass sie sich aber nicht dreht. Deswegen auch nur 1 Bar. Weil bei 1 Bar würde sich nicht bewegen. Wasser leer. Sag mal, müsst ihr eigentlich regelmäßig Wasser nachnehmen? Also man kennt das ja von Dampflokomotiven, Wir haben- ja diese Wassertüren mit Wir haben, gefahren eine, sind. wir haben eine 8er Peak von den gleichen Kesselinhalt, quasi 16 Tonnen. Haben wir hinten nochmal gespeichert. Den tun wir natürlich regelmäßig füllen, weil wir haben ja Wasserverluste durch Abschlemmen, Absalzen. Es gibt ein paar Aggregate, die jetzt quasi die Entwässerungen von den Maschinen, das geht alles in die Bilge. Man hat ja einen Verlust X. Ich würde sagen, pro Fahrt oder pro Fahrtwochenende ungefähr 1 Kubik. Na, das müssen wir ja als Ersatz beihaben, weil der Unterschied ist zwischen den ganzen Binnendampfern wie Tiger, Otto Laufer, Klaus D. Die haben sind quasi Auspuffmaschinen. Das heißt, die haben quasi ein offenes System. Die nehmen Elbwasser auch für die Kesselspeisung. Schahörn, Stettin, Bussard, das sind alles seegängige Schiffe, die im Salzwasser gehen. Dann müssen wir darauf achten, dass hier immer der Druck nicht höher geht als 1 Bar. Wir fahren verloren. Genau, wir müssen ja gucken, wir könnten gar nicht mit Elbwasser, guck mal, wenn wir jetzt, machen wir jetzt zur Zeit nicht, aber umso weiter wir natürlich die Elbe abwärts fahren, wird das Wasser immer salziger und das können wir nicht im Kessel tun. Ah, okay. Na? Deswegen führen wir Wasser mit, was quasi nicht salzhaltig ist. Sonst müsste man das aufwendig entsalzen. Im Notfall könnten wir natürlich mit Seewasser fahren. Bevor wir kein Kesselwasser mehr drin haben, nehmen wir natürlich Seewasser. Aber dann müsstet ihr wahrscheinlich reinigen hinterher, oder? Genau. Aber für den Not, dass uns der Kessel quasi, sag mal, auf Deutsch nicht explodiert, würden wir den quasi dann bespeisen mit Seewasser. Und jetzt müssen wir quasi ein bisschen warten, bis das Vorheizen... Jetzt lassen wir quasi 1,5 Stunden vorwärmen Ja. und dann drehen wir die Maschine. Das ist dann ungefähr eine halbe Stunde vor Abfahrt, beziehungsweise jetzt haben wir ja ein bisschen rumgetrödelt. Ja. Wir wollen ja auf jeden Fall die Maschine noch drehen sehen. Genau, Ja. das wird so ungefähr 10 vor 4 passieren. Ach doch, so lange? Okay. Und jetzt haben wir quasi ein bisschen Zeit. Jetzt passt ein Kollege immer auf, dass das Wasser Ja. nicht überläuft, dass das alles läuft, dass die Zirkuline ihren Druck X hat. Ne? Da muss man halt noch ein paar Temperaturen achten. Das ist halt also so ein bisschen so versteckte Dinge, die wir natürlich wissen, die man nicht sieht. Und jetzt wärmt das schön vor. Und die Heizer müssen natürlich jetzt verbrauchen wir natürlich gerade sehr viel Dampf. Jetzt haben wir 8 Bar, wir dürfen nur noch 9 Bar. Wir konnten mal früher ein bisschen mehr. Aber da Dem Alter geschuldet. der Kessel ja nun 117 Jahre alt ist und meines Wissens auch das Schiff mit dem originalen Kessel, was es überhaupt noch gibt. Es gibt keinen, also der älteste. Die Stettin hat auch noch den originalen Kessel, aber die Schahörn ist meines Wissens das Schiff, wo der
älteste noch originale Kessel vorhanden ist. Ja, hier sind die Heizer, hier ist der Das sind die Kessel. Heizer, die hier uns mit Dampf versorgen. Moin, ihr Lieben. Ja, hier Der ist Wolfgang, der hier Michael schön und muckelig bei euch. der Uwe. Die werden ein bisschen was über den Kessel mal erzählen. Ja, sehr gerne. Ja, wir machen hier Da müssten wir nur einmal ein Mikro So, weitergeben. guck mal hier. das ist ja Hightech. Und ich darf wirklich nicht ganz schützen. rein, weil dann wird es mit dem Empfang kritisch. Ich muss ein bisschen hier am Rand Geh stehen denn mal hier bleiben. an die Wäsche. Ja, aber das ist auch nett. Ja, wir machen hier 16.000 Liter warm. Und das haben wir schon vor 2 Tagen angefangen, weil der Kessel sonst normalerweise ja nach der Fahrt wieder kalt wird. Und der muss ganz Suche wieder in Gang gebracht werden. Also waren Kollegen hier gestern. Und wir haben ihn heute Morgen übernommen bei ungefähr 5 Bar. Und haben ihn jetzt in den ersten 3 Stunden wieder auf unseren Betriebsdruck von 8 Bar raufgebracht. Ja. Insgesamt sind das 16.000 Liter. Das muss man so als Vergleich, sind das ungefähr 130 große Badewannen voll Wasser. Wo man doppelt drin sitzt. Wahnsinn. Und wir liefern, Und wie viel Kohle verbraucht ihr so? ja, das sind so jetzt im Augenblick 280 Kilo. Ja. Verteilt sich so ein bisschen auf 2 Heizer, die hier ständig sind, also die in Schicht gehen. 2 andere Heizer, die machen eine Pause. Und das ist gut zu handeln. Und ungefähr so alle 5 Minuten müssen wir mal in die Feuer gucken und dann mal reingucken, ob was Wollen wir fehlt. mal reingucken? Ich zoome dann mal ich mach rein. mal auf. Ja. Das ist unser, Wow. das ist unser Seitenfeuer. Und ich Du pack kannst da aber auch in 3 Sekunden das Steak fertig machen. Ja, sehr, sicher. Nee, ich werfe da jetzt mal was auf. Und die kleine Kunst, die ist es geht 2 Meter rein und 1 Meter breit. Die Kunst dabei ist, mit der Schaufel die Kohlen da reinzukriegen. Und zwar bis nach hinten. Oh, Und hoffentlich gelingt es mir. Das ist so ein bisschen geliehen, aber und man sieht schon, das ist ein schönes Glutbett und das ist unsere Qualität, dass wir sehen müssen, wo sind die Löcher, da müssen wieder Kohle rein, damit die kalte Luft unseren Kessel wieder kalt. klasse. Ich finde, dafür, dass ihr hier mit Kohlen hantiert, sieht das ganz schön gepflegt aus bei euch. Ja, das Also mal ehrlich, ist auch ihr seid unser, gar nicht schwarz im Gesicht. das ist auch Ganz einfachen Grund. Die Verbrennungsluft, die wird von hier oben angesogen und zieht hier durch in den Kessel. So, und damit auch die Staubbelastung, die von den Kohlen ausgeht, Ihr habt also immer einen Durchzug. geht leicht in den Kessel rein. Ja, also ich wundere mich echt, dass sie, also Und du das siehst- kleine Häufchen, ne, und einer fegt immer. einer fegt immer, genau, und der andere der putzt. Aber das gehört dazu, auch zur Ehre der Heizer auf der Schahörn, dass das hier ein bisschen angenehmer aussieht. Ja. Unter anderem auch für die Gäste, die hier runterkommen und selber anpacken müssen. Ja, sehr cool. Danke euch. Ja, bitte, bitte. So, warte, ich nehme das Ja. Mikro mal wieder ab. So, Dankeschön. Wenn man mitfährt bei euch, darf man dann auch Kohlen schaufeln? Ja, weil wir am Ende August fahren wir mit. Ja, natürlich. Dann, dann bringe ich meinen Overall mit. Ja, super, danke euch. So. Gut, kommen wir wieder zu mir. Ja, interessant, dass man sogar Kohleschaufeln lernen muss, dass die Kohle auch hinten drin landet. Genau. Also da muss man den Als richtigen... guter Heizer sollte die natürlich da landen, wo die hingehört. Ja. Und nicht hinschieben. Das ist ja unser Telefon, weil wir noch nicht so modern sind. Jetzt Sensationell. rufe ich quasi auf der Brücke an. Jetzt pfeife ich da einmal rein. Hier ist auch eine Pfeife. Dann pfeift das bei denen oben. Wir können jetzt anfangen. Geil. Jetzt klingeln wir quasi den Telegrafen durch. Dass wir beide das gleiche haben.
Ich erzähle gleich was, das ist ein bisschen leiser. Ist das cool. Das machen wir natürlich mit der Maschine auch. Oh, ist das laut. Das ist ja, falls wir eingeschlafen sind, ist das so laut. Ja. Dieser Telegraph ist ja eine reine mechanische Anzeige. Ja. Also Alles es mit tut, ja Ketten. nicht, es tut ja nicht wirklich etwas mit der Maschine. Ne? Das heißt, Mit Ketten und Seilen geht das quasi bis ins Ruderhaus hoch. Da Ja. können wir auch nachher mal hochgehen. Die haben quasi das gleiche Ding. Und die bewegen uns diesen. Das heißt quasi, und du den zur Bestätigung den Unterarm. genau, und wir haben das jetzt einmal durchgeklingelt. Was wäre das Schlimmste, was passieren könnte, wenn er was ganz anderes oben macht und hier was anderes anzeigt. Ne? Wenn er jetzt langsam, oder sagen wir mal im schlimmsten Fall, er muss aufstoppen, er will zurückhaben und hier das Ding bleibt stehen. Ja. Ne? Dann hat er die Funktion gar nicht gegeben. Das wäre das Schlimmste, was passiert. Aber was ich sagen wollte, es ist eine reine Anzeige. Ja. Also es ist nicht so, dass wenn man hier irgendwie halb voraus macht, also es passiert nichts mit der Maschine. Also ihr müsst dann hinlaufen und den Befehl quasi ausführen. Wenn er jetzt zum Beispiel zurück will, dann würde er so eine Achtung geben. Das heißt für mich, der will gleich zurückfahren. Ah, okay. Dann würde ich diesen Hebel, hiermit fahre ich zurück und hier, der steht auf voraus. Hier oben ist zurück. Das heißt, dann tue ich die Kulisse verschieben. Das heißt, dann kriegt er auf einer anderen Position Dampf. Ne? Machen wir jetzt aber nicht. Das heißt, dann würde ich den auf zurück machen. Bestätige das. Also man bestätigt das zuerst. Ne? Damit er sieht, aha, der Maschinist ist aufgewacht. Der ist wach. Und er hat das quasi umgesetzt. Da bin ich quasi Standby und kann dann, wenn er langsam voraus, würde ich dann mit diesem Hebel Hauptdampf geben, quasi auf die Mitte. Mitte ist der Hochdruckzylinder. Dann kriegt er einen auf die Mütze oder von unten. Kann ja Dampf von oben oder von unten, nicht wie beim Auto. Und dann dreht die Maschine. Wenn die Maschine aber im toten Punkt stehen würde, wie zum Beispiel jetzt, ganz gut, dass es jetzt so steht. Wenn ich jetzt Hauptdampf aufmachen würde, ne? Hauptdampf ist der Hochdruckzylinder, dann würde sich nichts passieren. Gar nichts passieren. Ach so, weil sie jetzt quasi Weil die in Kraft einer- die Kraft würde jetzt quasi von unten wirken. Ja. Und da der ja 0 Grad Versatz hat, das ist eine lineare Fläche, würde das überhaupt nichts passieren. Also das heißt, du musst den so ein Viertel weiterdrehen, oder? Genau, und das würde ich mit meinem Hilfsdampf machen. Mit meinem Hilfsdampf würde ich jetzt auf einen anderen Zylinder von oben, je nachdem welcher am besten steht, würde ich eher den hier nehmen und würde quasi die Kurbelwelle nach unten wegdrücken. Weißt du? Kurbelwelle, aber das Schöne ist, hier ist ja alles offen. Ja, dass wir das auch sehen Die können. die Kurbelwelle, die ganzen... Das ist der für den Höchstdampf. Da können wir dann auf Mitteldruck oder auf Niederdruck umschalten. Ich will entweder so hin oder so hin, dass der Dampf dann entsprechend auf andere Zylinder gelandet wird. Hochdruckzylinder, der M, Mitteldruck, der nächstgrößere Ja. und der Niederdruck, der ja im Vakuum arbeitet, ist der dann natürlich der größte. Und somit sind ungefähr alle, es wollen ja alle drei Zylinder ungefähr die gleiche Wirkung haben. Ja. Da geht der meiste Dampf rein, also vom Druck her. Hier geht quasi der Abdampf von dem Hochdruck in den Also wird Mitteldruck. quasi weiter benutzt. Wird weiter benutzt, deswegen ja quasi eine Expansionsmaschine, Verbundmaschine. Und das geht dann natürlich auf den Niederdruck. So hat man das mit der Größe natürlich genau ausgerechnet, dass jeder Zylinder eigentlich den gleichen Druck auf die Kurbelwelle ausübt. Achso, wenn man jetzt mal eine ganz klassische Dampfmaschine mit einem Zylinder nehmen würde, hat man einfach unheimlich viel Verlust. Das sind sogenannte Volldruckmaschinen. Es gibt so diese Maschinen ja auch noch als Zwillingsmaschinen.
die haben natürlich einen sehr, sehr hohen Dampfverbrauch. Ne? Die sind halt nicht... Also heizt du viel für nothing. ja. Hier wird ja der Dampf quasi wiederverwendet. Und deshalb dieses Hoch-Mittel-Niederdruckprinzip. Genau, und und über, jetzt verstehe ich das auch. über die Okay. Größe, also eine Zwillingsmaschine hätte auch beide Zylinder gleich groß. Und weil man ja quasi will, dass man, es würde ja gar nicht funktionieren, wenn jeder Zylinder jetzt gleich wäre. Und da gehen 4 oder 5 Bar rein und dann kommen da nur noch, was haben wir da in der Regel, 1,5 Bar. Ist ja schon die Logik. Aber die tun alle noch ihren Teil dazu bei. Für die, also haben alle drei ungefähr den gleiche, sagt man, Leistung. Der Druck Genau. nimmt ab, aber die Fläche nimmt zu. Druck mal Fläche, Kraft. Das ist quasi genauso bestimmt, Wer sich das ausdenkt. dass das quasi auf die Kurbelwelle jedes Pleuel quasi die gleiche Kraft da drauf bringt. Ne? Also wir haben jetzt, vielleicht können wir ja noch mal ein, zwei so die groben Teile noch mal erklären. Also hier haben wir ja einmal unten die Kurbelwelle, richtig? Hier, die liegende, genau. Die liegt hier quasi so der Länge nach drin. Kann man vielleicht von hier vielleicht besser... Und die geht ja durch bis hinten auf den Propeller. Genau, die geht einmal komplett durch. Ist natürlich auf aller paar Meter ist die gelagert. Hat quasi hier hinten am Ende der Maschine ein Drucklager. Weil der Propeller hat ja eine enorme Schubkraft. Ja. Der würde quasi, wenn wir jetzt einen, sagen wir mal, Dampf aufmachen würden und es gäbe kein Drucklager, dann würde die Maschine im Kesselraum stehen. Also übertrieben gesehen. Das heißt, die ganze Kraft würde gegen die Lager drücken. Ne? Und hier hinten hat man ein Drucklager. Das haben wir beim Tiger auch gehabt, nur ein bisschen in Mini. Was heißt in Mini? Im Verhältnis mal gesehen Ja, Größe entsprechend. hat jede Maschine ungefähr mal gehabt, auf 13 Bar 412 initiierte PS. Auf dem Tiger sind 250. Hier ist die Maschine geflanscht. Die ist geflanscht quasi und hier ist ein Drucklager, ein dreiteiliges Drucklager. Das nimmt quasi den Propellerschub, den Druck, den ihr da vorne macht, nimmt die das auf. Na? Quasi, der läuft jetzt quasi dagegen und somit haben wir die Maschine ohne Belastung. Das würde man ja mit der Kurbelwelle in die Maschine reindrücken. Das heißt vor jedes Lager. Das würde nicht gehen. Die fängt uns ab. Da müssen wir natürlich auch mal gucken, dass die nicht so heiß wird. Wenn wir jetzt viel fahren würden, gäbe es da noch eine Kühlung für das Drucklager. Aber ich weiß nicht, wann die benutzt wurde. Vielleicht mal in Flensburg bei einer Wettfahrt, um das zu kühlen. Aber im Regelbetrieb fahren wir ja umweltschonend. Und haben ja so eine verminderte Leistung durch unseren Druck, unsere Drucksenkung. Und von daher... Wobei ich finde, wenn man, also wir haben ja letztens die Schahören einmal im Stream gesehen, da sind die uns ja einmal durchs Bild gefahren. Also das ist schon, also ich sag mal, dafür, dass man eine kleine Rundfahrt auf der Elbe macht, ist es schon eine gute Reisegeschwindigkeit. Ne? Was erreicht die dann so? 9 bis 10 Knoten? Oder? Da bin ich mir jetzt... Das ist eine nautische Frage. Okay, da, Ich kann Drehzahl vorgeben. ihr seid für die Drehzahl, aber was das in Knoten sind. Hängt vom Strom ab. Welle, Strom, Wind. Ja. Da haben wir keinen Einfluss drauf. Wir können Drehzahl umsetzen, den Maschinentelegrafen halb, voll, langsam. Das siehst du da, wenn du da rumschwenkst. So, Da haben wir so lustige Punkte drauf gemalt. mein Handy So Blindenschrift. Mein Handy findet übrigens gerade, dass es sehr warm ist hier unten. Ich hoffe, es hält durch. Das sonst ist müssen wir gleich mal voraus. Voraus, zurück. Ganz langsam. Langsam, Ja, halb, voll. okay. Unser Voll ist jetzt ein bisschen weniger, weil wir ein bisschen weniger Druck haben und auch ein bisschen kohlesparender fahren wollen. Wir werden heute sicherlich mal einen guten Tag haben, weil wir heute auch gegen die volle Tide fahren. Definitiv, okay. Da müssen wir ein bisschen, dass wir auch unsere 3,5 Stunden, dass wir nicht 5 Stunden fahren, werden wir dann auch mal 100 drehen.
Das ist natürlich eine sehr, sehr genaue Absprache mit unseren Heizern, aber die machen das sehr gut. Wir haben ja nur noch 2 Bar Puffer. Also heißt, bei 9 Bar gehen die Sicherheitsventile hoch und ab 7 Bar wird es hier sehr, sehr schwierig. Das Problem ist ja, umso weniger Bar man hat, ist ja gerade mit der Expansion erklärt, umso weniger Bar man in den mittleren Zylinder reinmacht, umso weniger kommt natürlich in den Mitteldruck an, umso wenig kommt im Niederdruck an. Und irgendwann gibt es, wenn er dann voll rückwärts haben will oder voll voraus mit 6 Bar, ist das technisch nicht mehr möglich. Das würde sich sicherlich noch drehen, aber die Leistung ist nicht mehr da. Das heißt, wir wären dann nicht manövrierfähig. Deswegen müssen wir immer genau darauf aufpassen, dass der Druck nicht so hoch geht, da kommt der Sicherheitsventil, nicht so wenig wird, dass wir vielleicht nicht manövrierfähig genug sind. Wollen wir gleich mal kurz auf die Brücke? Mach mal. Das ist nämlich ganz praktisch, weil Der Thorsten, der bleibt. meine Kamera wird nämlich gerade ein bisschen heiß. Und angenehme 30 Grad. Guck mal, können wir genau kicken? Hat Thorsten schon gekickt? Ja. Da haben wir hier unser Thermometer wegen den Arbeitsschutz. Ja. Wenn er zu warm wird, dann gehen wir hier von Bord. Ne? Ja, War ein Scherz. oder ihr müsst die Dusche von oben War aufdrehen. ein Scherz. Nein, aber es Der wäre... Thorsten passt jetzt quasi auf. Genau, Es muss ja immer einer hier unten bleiben, der jetzt auf das Wasser aufpasst. Und wir kommen dann irgendwann wieder. Wir brauchen etwas Kühlung. Bevor wir rausgehen, kannst du hier noch mal drauf leuchten. Hier sieht man das ganz gut. Das ist der Hochdruck, Ja, Mitteldruck, Niederdruck. Man sieht das schon an der Größe. warte mal, ich will das mal einmal so... Ich glaube, so kann man es sehen, ne? Der da, der Hochdruck, Ja. Mitteldruck, Niederdruck. Man sieht das schon an der Größe. Jetzt, Ui, ui, ui. jetzt ist der Gimmel. Ist So. schwindelig geworden. Ja, oh. Na, Moment. Gleich wieder da. Da ist er wieder. Ja, Genau, wir gehen erstmal nach oben. genau. Wir wollen uns ein bisschen abkühlen. Jetzt müssen wir gucken, wo oben ist. Wir liegen normal immer andersrum hier am Anleger. Okay. Und wir laufen ein bisschen verwirrt durch die Gegend. Oh. Manöverbesprechung auf dem Achterdeck. Wir kommen jetzt aber kurz noch mal nach oben. Ihr wollt noch mal kurz nach oben kommen. Ja, wir kommen jetzt trotzdem noch mal nach oben. Ja, ist mir egal. Was gibt's denn? Ja, die Kamera ist ein bisschen sehr warm geworden unten. Deshalb müssen wir mal das moderne Gerät hier oben etwas kühlen. Das ist unser heute der Kapitän, der Peter Hartmann. Moin, Peter. Schon sehr lange an Bord. Steuermann, der Gunnar. Auch schon sehr lange an Bord. Auch schon sehr lange an Bord. Und die wollten jetzt beide gerade runter zur Manöverbesprechung. Wir wollen ja einmal alles durchsprechen, was die Posten, was heute so anliegt, wo wir hinfahren wollen. Das wollten wir jetzt machen. Der Schader sagt genau. Kannst gerne hier noch mal rein. Ja. Reinwerfen, das wird hier gleich nach der Manöverbesprechung noch mal erklären. Wir können ja anschließend noch mal hochgehen, dann können Sie Ihre Fragen stellen oder Ja, wir erklären das ja. nochmal. Ne? Genau. Da kommt der Nachfolger angelaufen. Wenn der Peter mal irgendwann in Rente geht, muss ja hier wer weiterfahren. Das sagst du jetzt so, ne? Das weißt du gar nicht, ne? Nee, das weiß ich gar nicht. Das ist mir ganz neu. So, lass uns mal runtergehen, die Leute warten. Also die warten ja, wir... Ist für Sie vielleicht auch interessant zu sehen. Da kannst du Dürfen wir gerne mit. mitkommen? Ja, dann kommen wir mit zur Manöverbesprechung. Kann er mit, ja, ne? Noch eine. Ja, klasse. Können Sie ja sonst nichts, ne? Ach so. Wisst ihr, ich wollte jetzt nach da laufen. Wie gesagt, sonst liegen wir mal andersrum. Ja, ja, genau. Und wir haben alle das Problem, dass wir, wenn wir nach hinten laufen wollen, Nein, nicht alle. viele in die Richtung laufen. Das ist quasi das Kühlwasser, was unseren Kondensator kühlt. Nur mal so am Rande. Ist ja auch nicht wenig, oder? Nee. Jetzt gehen wir quasi auf das Achterdeck zur Manöverbesprechung. So.
Moin. So, ihr seid jetzt alle im Fernsehen. Ja. Wer leitet denn die Manöverbesprechung? Der Kapitän. Der Kapitän. Darf ich dem denn ein Mikrofon geben? Ja. Aber nicht so viel. Ich rede Komm mal her. nicht so viel. Eigentlich müsste das ja eigentlich. Ich wollte ja schon immer mal an die Bluse. Ja, mein lieber Mann, du. Also wenn ich das von hier oben betrachte, dann sieht das ganz gut aus, dass wir alle da sind. Was wir natürlich jetzt auch wiederholen, obwohl es ja schon sehr spät am Nachmittag ist. Die meisten trinken ja schon ihr Tässchen Kaffee und was weiß ich. Und wir haben unser Mittagessen gehabt. Und trotz alledem wünschen wir uns natürlich einen wunderschönen guten Tag. Guten Tag, Kapitän! Das hört sich eigentlich ganz gut an. Das alles unter Aufsicht. Ja, wir haben heute eine Charter, die etwas ungewöhnlicher ist, denn die Gäste sind auch ehrenamtlich dabei, und zwar Ärzte ohne Grenzen, hätte ich bald gesagt. Stimmt das? Muss ich mal gucken? Praxis ohne Grenzen. Praxis ohne Grenzen. Wohlgemerkt, sehr wichtig. Die werden uns heute besuchen und mit denen machen wir eine Fahrt für 3 Stunden. Ja, wie weit werden wir kommen? Sonst sind wir es ja immer gewohnt, bis nach Wedel, Schulau zu kommen. Ich denke mal, mit 3 Stunden wird es ein bisschen knapp. Aber wir werden mal gucken. Zumindest haben wir ja noch auflaufend Wasser. Und das werden wir dann auch hier nutzen, hier von der Pier wegzukommen. Das ist also ganz ziemlich kein Problem. Sehe ich da jedenfalls nicht. Und meine Kapitän, der wird das auch schon schaffen. Ne? Ich habe ihn ja schon ein bisschen angewiesen, wie ich das machen würde. Und da hat er schon gesagt, nee, das mache ich anders. Nein, gut. Aber wir haben dann die Tide noch gegen an, und wenn wir wieder umdrehen, dann haben wir wieder die Tide gegen an, dann haben wir nämlich ablaufend Wasser. Und wir haben uns nun eigentlich auch mal überlegt, was nun günstiger ist, längsseits zu gehen. Das ist natürlich, wollen wir sagen, eigentlich ein bisschen spät, wieso wir gerade heute damit anfangen. Denn wir liegen hier schon mehrere Jahre, und jedes Mal sind wir mit Steuerbordseite längsseits gekommen. Und man merkt das ja auch, wir laufen immer, wenn es irgendwo was zu tun gibt, dann laufen wir erstmal an der verkehrten Seite, guckt irgendwo, wo das kühle Wasser rauslaufen soll. Laufen sie alle hier nach Steuerbord, aber läuft es jetzt momentan aber Backbord raus. So war das eigentlich immer, dass im Backbordseite dieses Kühlwasser rausgeht. Ne? Nun haben wir gesagt, das Anlegen und Ablegen vielleicht, oder das Anlegen ist für uns ja wichtiger, wenn wir hier an die Pier wieder gehen, dass wir dann eben gegen die Tide anlegen. Und ich weiß ja von der Berufsschifffahrt, die würden sich jetzt übers Knie lachen, sagt, das fällt denen aber spät ein. Es ging hier eigentlich auch ganz gut. Es war ja auch entweder war es vom Wind immer günstig, hier so längsseits zu gehen mit Steuerbordseite. Und auch wenn man dann von der Fahrt kommt, es geht ja auch ratzi-fatzi, sonst muss man einmal noch einen großen Turn machen, so wie jetzt liegen. So. Na gut. Eigentlich war das jetzt ein bisschen viel schon, was ich jetzt gesagt habe. Ich hoffe nur, dass wir mit unseren Ehrengästen und mit den Leuten, die ein Ehrenamt machen, uns sehr gut verstehen, und wir wollen auch Erklärungen abgeben. Das machen wir für diese Leute gerne. So, ja, bevor wir nun losfahren, wolltest du auch noch was sagen, ne? Ja, okay. Also, die Mannschaftsliste lautet heute wie folgt. Kapitän Peter Hartmann, erster Wachoffizier Gunnar Henselmann, zweiter Wachoffizier und Kapitänsaspirant Kai Timm, Jens Susemil, Deck A, Werner Papenhagen B. Moment. Ja, ich hab sie doch zwischendurch. Alles, was gelb hat, muss ich was sagen. Peter Königke, Deck C, Peter Königke, Deck D, Per Lorenz, Deck C. Oliver Kratz ist der Meister der Maschinen heute. Thorsten Repkewitz, sein zweiter WO. Dirk von Reit als Maschinist. Norbert Strack als Maschinenassistent. Matthias Tolksdorf als erster Heizer, der ist unten. Michael Böhnert als Heizer 1, Uwe Pommerening als Heizer 2, Wolfgang Weißbrot-Weber, last but not least, als zweiter Heizer. Und dann geht es weiter mit Gabi Susemil als Zahlmeisterin, stellvertretende Zahlmeister Christina Bachmann, Hans-Jürgen Fischer Service 1, Renate Veit Service 2, Gabriele Zander Service 3. Gabriele ist relativ neu.
kennt ihr alle Gabriele, sie war schon kurz mal Gabriela da. Das ist sie in Natur. Viel wurde schon im Vorfeld über sie gesprochen, aber nur positiv. Maria Ehlers als Köchin ist auch noch verschwunden hinter den Töpfen. Tatsächlich, ne? Ja, Sie konnten sich nicht trennen. Elgin, Festgekettet. sitzt hier vorne. Petra Zimmermann-Barkstedt ist auch da, die habe ich auch schon gehört, da vorne. Dann haben wir Hertha Kornetzki als ZBV3, als Mädchen für alles. Genau, wie immer. Und Anthony Thompson ist ZBV-Maschine, der noch dazugestoßen. Ich habe zwei Sachen, auf die ich hinweisen möchte. Einmal die allgemeine Sicherheitsrolle. Macht euch damit vertraut. Der Generalalarm lautet wie? 7-mal kurz, einmal lang, Gabriela. Dann treffen sich alle an Deck. So, und das zweite ist die Schulungsunterlagen für Besatzungsmitglieder, die Einweisungsunterlagen. Guckt euch die an, sind auf dem Google Drive und ihr findet dort viele andere Sachen. Als letztes möchten wir gerne nochmal, dass wir nochmal die Rettungswesten anlegen. Das dient dazu, dass im Falle der Service ist ja der Zahlmeister hauptsächlich dafür verantwortlich. Vielleicht findet sich einmal, Werner, gehst du zur Hand und lässt Petra vielleicht mal eine Weste anlegen. Machst mit ihr die einfachere. Ja, danke. So, komm mal eben hoch, Petra, dann zeigen wir das nochmal. Ich habe noch mal eine Frage. Kinderwesten. Kinderwesten haben wir vorne. Kommt gleich. So ein bisschen größer ist sie ja schon. Ne? Kommt gleich. So, die ist die einfachere über den Kopf, Einfach rüberzerren den Gurt um die Hüften, und immer zu zweit machen, wenn es irgendwie geht. vorne rum. Ja, aber der Vorgänger war ein bisschen schlanker. Ne? Ja, aber ne, es hat auch seine Vorteile. Ne? Und dann ist zu beachten, Hände weiter oben, ganz und das Kinn da oben an die Ecke, weil, wenn wir über Bord springen müssen, aus welchen Gründen, kommt die Weste hoch, haut gegen das Kinn, in dem Fall K.O. vielleicht auch die Brille abnehmen vorher, aber immer festhalten, damit sie nicht dagegen schlägt. Besonderheit, die Westen, die haben hier alle so eine kleine Flöte, so spielen wir das Lied vom Tod. Also man kann damit reinblasen und es besteht die Möglichkeit, sich gegebenenfalls im Pulk zusammenzuknoten, damit man gemeinsam gerettet werden kann. Gemeinsam untergeht. Besonderheit ist hier dieses Solas vorgeschriebene Leuchtelement. Wenn hier Wasserberührung kommt, dann brennt das ein paar Stunden und man kann diese Menschen dann, wenn sie dort treiben, auch bei ganz großer Dunkelheit wieder einsammeln. Aber so lange wollen wir heute nicht unterwegs sein und wir schmeißen auch niemanden über Bord. Jetzt kommt die Questfrage, was heißt Solas? Das ist eine Abkürzung für die zertifizierten Rettungsmittel, aber welche Buchstaben sich oder welche Wörter sich dahinter verbinden, das kann ich hier nicht sagen. Aber das weiß er. Ja, Google weiß das. Ja, wir können den Chat hier bei uns fragen, was heißt Solas? Also ich habe gelernt, dass wenn Solas draufsteht, ist auf jeden Fall gut. ja. Also wenn auf einer Rettungsweste kein Solas steht, lieber nicht. Dann haben wir noch eine zweite, ich weiß nicht, wer demonstriert sonst. Jens, machst du das sonst? Er kennt sich Vielleicht da mal gut. mit Gabriela. Das ist eine, da muss man ein bisschen mehr Zeit und wie soll ich sagen, Know-how anwenden. Die ist etwas komplizierter anzulegen, aber dafür etwas bequemer im Wasser. Also das ist immer so eine Abwägungssache. Zuerst muss man hier die beiden Knöpfe lösen. Dann ist hier der Gurt zu entfernen. Und dann kann man sich merken, hier, das ist hinten am Hals, muss das anliegen, hinterm Kopf. Das heißt, er geht einmal durch und dann muss einmal mit dem Arm, mit dem rechten Arm hier durch. Moment, so. Ich würde sagen, das ist aber der linke Arm, wohlgemerkt. Ja gut, der linke. So, umlegen. So. Mann. Genau. Und da machen wir das genauso wieder. Da wird stramm gezogen, können wir vielleicht darauf verzichten. Ja. Aber dann geht es hier um den Körper rum, da reingeknipst. Ja. Dann haben, Naja, dann machen wir schon mal hier. ja,
Ja, deshalb sieht man immer zu zweit, das ist besser, alleine ist es sowieso für. Also das gilt vor allen Dingen ja, wenn wir den Gästen die Westen anlegen müssen. So, und hier gilt genau dasselbe wie vorhin. Was machen wir mit den Händen? Dieses Ding kann hochschnellen, also festhalten Richtig beim fest. Reinspringen. Richtig rauf. So, ja. Richtig fest, weil Weil das man kommt unterschätzt das, wenn man ins Wasser springt. Hier haben wir auch das Licht und eine Flöte ist auch irgendwo drin. Genau. Aber hinten an deinem Kopfteil hast du auch eine Bedienungsanleitung. Ja, kannst du. So in Ruhe da drüben. Okay, das war das. Du kannst das zusammenlegen. Über die Arbeitswesten, die auch für uns gleichzeitig Rettungswesten sind, haben wir schon gesprochen, machen wir nächstes Mal. Gut. Frontkarten hast du verteilt? Frontkarten sind verteilt. Wie gesagt nochmal, wir werden also ablegen, die letzte Leine ist die Querleine. So werden wir heute ablegen, weil wir sehen, der Wind ist ablandig, werden schön rausgedrückt, Suche, Piano, Spornpole, kein großes Manöver. Eben. Und dann geht's. Sparen die Fender. Ne? Genau. Fender vielleicht brauchen wir hinten Fender, ne? Wenn da vorne vielleicht Ja, geht, ne? Auf jeden Fall auf Standby. Standby hat man immer sowas, ne? In der Tasche. Gut, gibt es noch Fragen irgendwie? Ja, das war die Frage noch, wenn wir zurückkommen, wahrscheinlich Steuerbordseite lang. Ja, wahrscheinlich Steuerbord, ja. Okay. Ja. Von meiner Seite ja. Dann seid ihr alle fit. Die Maschine, die ist klar. Die wird vorgewärmt. Wir verkürzen heute das Drehen ein bisschen. Und können dann eigentlich um 16 Uhr los. Wenn ihr sagt, Leute von uns, wir sagen Bescheid. Wir sollen klar fahren und achtern dann irgendwann, ne? Wenn ihr sagt, ihr seid fertig. Bei uns sieht das eigentlich alles ganz gut aus. und Dann kann ja nichts schief gehen. eine gute Fahrt, Jo, ne? bleibt heil und gesund. Sehr cool. Und er braucht ja auch mein Mikro wieder. Ja. Aber der Peter, der will ja bestimmt noch. Ja, liebe Zuschauer, also mal ganz ehrlich, ja, also wer hat nicht Bock, mit diesen sympathischen Menschen zu fahren? Also ich kann euch nur sagen, das macht richtig Lust. Ja, also wenn ihr Bock habt mitzufahren, ja, Scharhörn, das ist hier echt Dampfschifffahrt zum Anfassen. Und wenn man Pech hat, hat man auch ein bisschen Spaß dabei. Kannst du noch mal auf die Internetseite hinweisen, scharhörn.de. Ja, die Webseite, die haben wir ein paar Mal eingeblendet, das haben wir im Chat, scharhörn.de. Also findet man und Google ist da sonst auch behilflich. Ich fürchte, meine Telefonnummer ist auch dazu. Deine Telefonnummer? Bei Fragen immer anrufen. Halblustig. Nur die Telefonnummer, nicht die Konto. Ja, Nein, sehr cool. So, Ja. wolltest du jetzt weiter? Wolltest du eine Pause machen? Wolltest du. Nee, also wir müssen jetzt irgendwie noch die Zeit überbrücken, bis wir die Maschine drehen. Wollen wir Maschine drehen wir um 10 vor 4? So spät? Boah, das dauert ja noch 50 Minuten, ne? Viertel vor. Okay. 4, weil wir heute ein bisschen, weil ihr so lange geklönt habt. Ach so, jetzt sind wir schuld. Nein, ihr nicht, du nicht. Ja, mit dem Essen hat uns Wir wollen wahrscheinlich. gerne immer dieses 1,5 Stunden, das versuchen wir einzuhalten. Das Ja. ist sehr wichtig. Okay. Vorwärmen. Das Drehen kann man verkürzen, Okay. dass wir pünktlich losfahren können. Weil normal drehen wir eine halbe Stunde. Das machen wir heute mal ein bisschen weniger. Wir können das ja machen. Wieso? Wir Kann aber, können. kann aber auch sein, dass wir warten müssen, ne? Weil Das ist ja nicht schlimm. Tunneldicht oder sowas. Ne? Das ist ja nicht schlimm. Wir können, uns würde eine Viertelstunde reichen. Wir können aber auch eine halbe machen, wie immer. Da sind wir flexibel. wir lassen so lange drehen, bis ihr das Kommando wieder gebt. Klar vor und nach. Klar vor und nach. Ich würde sagen, Was können wir denn jetzt weil noch der Peter ja anschauen uns einmal gerne? das schöne Mikro hat, guckt ihr euch mal ein bisschen im Ruderhaus oben um. Wollen wir das mal machen, Peter? Hast du Lust? Muss ich so hin? Ja. Können wir mal schauen, Dann schauen wir uns was mal da das oben so Ruderhaus alles an. Schönes gibt, ne? Es muss ja auch dringend noch die Dampfpfeife getestet werden, oder? Ja, Das können wir von oben. Das könnt ihr machen von oben. das können, Dampfpfeife ist auf. das können wir zu jeder Zeit machen. Du kannst noch mal in die Küche reingucken, da wo die Damen gerade jetzt wie die da Dann arbeiten. krieg ich ja wieder Ich zeig Hunger. dir mal Ja. die Kombüse. Soll ich das Mikro behalten? Ja, wenn wir jetzt eh nach Ja, oben ja, ja. gehen, dann behalt du mal das Mikro. Keine Chance, Peter. Oh. Guck mal, da sind die beiden netten Damen vor der Küche. Und die machen immer total leckere Sachen. Und das sieht aber auch richtig lecker aus. Mozzarella-Sticks. Das kann man hier alles essen, wenn man hier mitfährt. Ja. Du weißt, ne, Tickets verkauft man über den Magen. Ja. Hier? Okay, dann gehen wir mal Geht ins ihr mal da hoch? Ruderhaus. Gehen wir mal hoch. Ich gehe mal in meine Wellness-Oase eben. Okay. Hab ich gar nicht mit gerechnet, dass wir so viel sehen heute.
Wir wollen eine Kinderfahrt mitmachen, Traditionsschifffahrt. So. So sieht's aus. Jawohl. So, okay. Ich bin gleich bei dir. Ich muss mal gerade hier an meinem Stream was basteln. Mir ist nämlich gerade was kaputt gegangen. Das versuche ich mal gerade zu reparieren. Ich gehe aus dem Weg. Wieso, du kannst gerne hier bleiben. Lass das alles Hollywood-mäßig ablaufen. So, ich bin wieder bei dir. Also vielleicht mal fangen wir damit an. Hier haben wir das Gegenstück des Telegraphen. Der wurde ja eben getestet, ne? Ja, das Originalstück immer noch. Seit 1908. Das ist Und ja... funktioniert immer noch. Also nicht, wenn man nur den Hebel jetzt anreißt und so weiter. Nicht, also man braucht immer noch einen zweiten Mann mindestens in der Maschine, der auch das ausführt, das Manöver. Also es gehört immer eine Gegenstelle dazu. Ja, natürlich. Und genau. das ist ja, haben wir eben schon unten gelernt, es ist eine rein mechanische und eine reine Anzeigesache. Da passiert nichts, sondern es ist nur ein Verständigungs. Genau, so sieht es aus. Und da wir 2 Maschinen haben, haben wir auch 2 Hebel. Eine für Steuerbord und eine für Backbord. Benutzt ihr die beiden Maschinen auch zu manövrieren? Aber ja. Also ja, dass ihr schon sagt, mal Backbord mehr, mal Steuerbord mehr oder... Ja, wir benutzen die beiden Maschinen sehr viel für Manöver. Also nicht nur jetzt zum geradeausfahren und so weiter, das ist ja das Normale, aber auch wenn man jetzt irgendwie drehen muss im Hafendeck und so weiter. Da kann man mit der Maschine, mit beiden Maschinen sehr viel machen. Zum Beispiel nehmen wir mal einfach an, wir wollen nach Steuerbord drehen einmal, dann können wir die Backbordmaschine vorauslaufen lassen und die Steuerbordmaschine zurück. Und dann dreht er praktisch wie auf dem Teller. Wenn die äußeren Umstände das zulassen, haben wir starken Wind oder Strömung, dann macht er das Gegenteil vielleicht. Und das ist ganz doof. Ja. Ne? Nein, aber es ist schon eine große Hilfe. Ja, und dann haben wir hier ganz klassisch das Ruder. Das ist natürlich nicht das Original. Original war das auch mal so, dass die Chahörn keine Rudermaschine hatte. Die liest ja auf dem Zwischendeck, wenn man so will. Stimmt. Die hatten dafür ein riesen Ruderrad. Und da ist so ein, naja, sehr viele, ich will ja keine Berufsgruppe irgendwie beleidigen, aber weil man so wahnsinnig schwer zu drehen war, hat man dann gesagt, diejenigen, die damit arbeiten sollen, wir brauchen eine Maschine. Und dann hat man dazu auch eine Dampfmaschine gebaut, eine Rudermaschine. So sieht es aus. Die ist quasi am Eingang, wo es runtergeht zur Maschine, ne? Ja, genau, Ja. da können Sie es sehen. Ja, was haben wir noch? Das ist natürlich alles sehr modern. Das ist wahrscheinlich Ein damit sie überhaupt Radargerät noch und fahren natürlich darf, ne? auch eine Navigationskarte. Die haben wir natürlich auch hier noch auf dem Karttisch liegen. Ja. Aber das ist natürlich eine große Hilfe und ich denke mal, diese ganze große Geschichte, was wir haben, ist einfach notwendig geworden, weil wir auch Gäste fahren. Und da hat man praktisch, sind genauso gut ausgerüstet vielleicht wie die AIDA, was weiß ich, wie sie heißt, egal wen. Aber wenn wir jetzt mal zurückdenken, was war denn wirklich früher vorhanden? Womit wurde gefahren? War das Ruder? Telegraph, Kompass war wahrscheinlich eher. Ja, Kompass, der ist Oben hier haben wir oben. den Kompass, ne? Ich weiß nicht, Von meinem Namensvetter. ob man was sehen kann. Ja, ich muss Kann mal. man? Ja, wenn ich. Ja, hier mit dem richtigen Winkel Kann man das sehen. kann man es so ein bisschen sehen. Ne? Aber das war es früher eigentlich, oder? Oder okay, der Kartentisch, Kartentisch, Seekarte, Logbuch. Also ganz hatte man. früher würde ich sagen, da muss ich unsere Kollegen ja schon bewundern, wie die das geschafft haben, überhaupt mal wieder irgendwie, ich meine nicht gerade jetzt die Chahörn, sondern allgemein. Wenn man zurückdenkt, jetzt mal an die Segelschifffahrt, die Peking lässt grüßen zum Beispiel. Also da ist schon sehr viel Mut dabei gewesen. Ne? Also ich könnte mir das kaum vorstellen, um Cajon rumzurauschen da. Ja, es ist Wahnsinn, wenn man bedenkt, dass man also gar nicht so wahnsinnig viele Hilfsmittel hatte. Ne? Damals, ja. Damals, also ne? heute sind wir schon ein bisschen besser dran, 1908 eigentlich auch schon. Denn das Schiff, das hat, ich glaube, so wie ich gehört habe,
war das einzige deutsche Schiff mit elektrischem Licht. Ja, das hatte der Dirk eben schon stolz Hat er erzählt. gesagt? Ja. Also Salon, das war schon elektrisches sehr Licht. modern. Ja. Ne? Also hier Und- siead man das ja auch. Das heißt, hier diese Lampen sind auch wahrscheinlich elektrisch Ja, betrieben. das Sind die auch elektrisch, noch? Ja, ja. Ach, toll. Aber ob das Original, das bezweifle ich. Der Schalter sieht aber noch relativ. Ja, die sehen alle so aus hier. Ja, okay. Die findet man eigentlich überall. Ja. Ja, klasse. Ja. Kann man noch was sagen? Ist ja also ich bin immer wieder fasziniert, wie gut das. Ja, genau. Die Krängungsanzeige. Da sieht man einfach, Das ist ziemlich ob gerade das nicht. Schiff auf der Seite liegt. Ja. Das hat man auf der linken Seite hat man das mit so einer Wasserwaage Libelle. Da, ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Das spiegelt es ein bisschen, aber da ist im Prinzip wie eine Wasserwaage. Genau. Ja. Naja, dieses Schiff war für mich, hat es auch eine gewisse Vorgeschichte gehabt. Denn ich kannte die Schahörn noch, da war ich noch als kleiner Junge in Brunsbüttel, Kog nannte sich es damals. Und vor der alten Schleuse machte die Schahörn oft mal eine Pause, wenn die von Cuxhaven kamen. Und die Schahörn war ja wahrscheinlich dafür geeignet, auch für die Behörden, die sich immer ganz gern, auch bedienen lassen, und auch die Sitzmöglichkeiten natürlich sind ja gegeben. Man kann das auch sehen, der Salon zum Beispiel, Salon der hat ist ja ja richtig 13 Plätze, und auch da, wo der Bürgermeister gesessen hat. Ursprünglich hatte man ja auch gesagt, dass ja Kaiser Wilhelm hier, unser Kaiser, zur Kieler Woche gerne fahren wollte, aber das ist, glaube ich, nie passiert. Das war auch so eine Geschichte. Es sind so einige Storys, die hier mitspielen. So. Aber wie gesagt, als kleiner Junge machte das Schiff direkt vor der Haustür fest, sozusagen, denn wir wohnten direkt neben dem Elblotsenhaus in Brunsbüttel. Und meine Mutter, das habe ich jedes Mal wieder erzählt, wenn die hörte oder sah, oh, die Schahörn schon wieder, dann musste die Wäsche wieder reinholen. Damals hatten wir noch keinen Wäschetrockner und solche Sachen. Das ging alles per Luft. Ja. Naja gut, das waren so einige Ideen. Und ich habe die Schahörn wann war das jetzt? 100 Jahre in der Ostseekanal. Das war jetzt 2000. Also jetzt hat man 130 Jahre Die gerade haben, Nordostsee. ich habe tatsächlich nachgeguckt in Google, und die haben tatsächlich ein bisschen was gefeiert, aber es war nur auf der Nordseite. Wir waren ja auch eingeladen, aber wir hatten ja doch Probleme mit den Behörden. Es ist immer, das Problem ist oft bei den Behörden, aber darüber wollen wir gar nicht erst reden, denke ich mal. Da kriegen wir ja Du mal bist Ärger. aber auch zur See gefahren, ne? Ich bin zur See gefahren, bei der Hamburg Süd. Hamburg Süd. Ja, fast 45 Jahre. Und dann, hier war ich natürlich öfters mal an Bord. Natürlich. Und Dann hast du ja den Wandel mitbekommen von den hin zu den Containern, die alten Stückguts, alles. Also auch so die Capsan-Schiffe, ich kenne nicht die Diego, aber die Capsan Augustin und Capsan Lorenzo, das waren so meine Schiffe. Da bist du mitgefahren? Ja, bin ich gefahren, ja. Wow, Wahnsinn. Als zum ersten Mal die Capsan Lorenzo sah in Buenos Aires und ich war auf der alten Cap Ortegal, da habe ich gesagt, sofort kündigen, also runter und dann auf so ein Schiff. Die hat ja Klimaanlage schon gehabt, die Besatzungsstärke, also die Kammer war mit 2 Mann bestückt. Das war bei den älteren Schiffen ja noch ein bisschen anders. Ne? Vor allem gab es keine Klimaanlage, da wurde man, Hotel Schraube haben wir das immer genannt, das war Achtern. Und das hat manchmal ganz schön gerabbelt, vor allem denn, wenn das Schiff noch am Stampfen war und der Propeller mal rauskam aus dem Wasser und so. Also die waren für damalige Verhältnisse, waren das schon echte Luxusdampfer? Ja, die Capsan-Schiffe, ja. Und das sind ja heute noch schon. Und die Diego ist doch ein Hingucker. Ja, total. Also was ich ja auch vor allem schön finde, ist, war das auf allen Capsan-Schiffen, dass die auch für Passagiere ausgerüstet waren? Ja. Weil die haben ja ein Pooldeck, die haben ja auch einen riesen Salon. Identisch, genau. Die waren alle absolut baugleich. Wie viel gab es da? 6 oder? 6 Stück. Alle in verschiedenen Werften, 2 Schiffe in Deutsche Werft, 2 Schiffe in Howaldwerke Hamburg und 2 Schiffe in Howaldwerke Kiel. Wurde exakt aufgeteilt. Ja. Ich denke mal, das lag wohl auch an der Finanzierung. Jeder wollte ein bisschen Teil davon haben. Aber dann hast du ja die ein oder andere Geschichte zu erzählen, oder? Ja. Viel erlebt. Viel erlebt. Ja, und das Coole, Südamerika ist immer sehr schön. Ne? Nicht nur das Land, sondern auch die Bevölkerung. Nein, das war schon gut. Und dann später, da ging es ja mit den Containerschiffen los.
Dann hatten wir die Columbus Neuseeland, Australien, Amerika, das waren die ersten 3. Und da machten wir so die Anfänge in Neuseeland und Australien mit Containern. Da hatten sie noch keine eigene Brücke gehabt. Da hatte aber unsere Cup-Schiffe, die Columbus-Schiffe, die hatten schon einen Gantry, nannte sich das, den haben wir in Amerika bekommen. Und der wurde dann aufgesetzt und konnten da schon entsprechend fast alle Luken mit behandeln. Also, Und wie viele Container hat man damals so transportiert? der hatte genau 1298 Container. Ach, das war aber schon ordentlich für damalige heute Verhältnisse. kann nicht mal ein Fieder. Ja, für heute ist es wenig, aber ich glaube, für damals war das schon. Ja, die hatten ja aber auch anständig, ein riesen Kühlsystem gehabt für die Container. Es war ja nicht so, dass die Container als solche ein Kühlsystem haben, sondern die wurden vom Schiff gegeben. Ja, die wurden praktisch gekoppelt mit einer Kupplung, mit der Grenko-Kupplung nannte sich Also das heißt, damals. es gab nicht diese typischen Reefer-Container, wie wir sie Nein, heute nein, wo nein. jeder Das ein waren eigenes einfache Aggregat hat. Container, die waren isoliert und die hatten an einem oberen Ende einen Durchlass und einen unteren Ende, sodass sie eine vertikale Strömung immer erzeugen konnten. Und da der ganze Passageway war voll von Kompressoren und so weiter. Aber das brauchte auch sehr viel Platz, deswegen haben die Schiffe auch nicht so viele Container benehmen können. Ja. Ja, gut. Aber das hat sich ja natürlich auch alles schon geändert. Ja, Mensch, liebe In der Zuschauer, heutigen Zeit zumindest, wenn man die wenn Riesendinger ihr sieht. da Bock drauf habt und während der Fahrt, während der Gästefahrten, hier ist alles frei zugänglich. Ihr habt immer Lust, Ja. auch ein bisschen was zu erzählen, den einen oder anderen Schnack, ein Ja. bisschen Seemannsgarn gehört dazu. Einige üben auch schon mal ein bisschen zu steuern. Manchmal klappt das ganz gut. Ne? Die Frauen können besser steuern als die Männer, habe ich festgestellt. Komisch, ne? Ja. Ich mache jetzt keinen Witz über Einparken. Ja gut, Auto, das ist auch so eine Ja. Probe. Das ist wieder was anderes. Ja, Aber das da ist ist ja wieder auch kein Wasser. Können wir die Dampfpfeife noch testen? Ja, wenn da was drauf ist, wir können mal testen. Also, Oh, warte mal. gehen Sie lieber raus. Aber draußen, wo sieht man Hier denn? nach dem Schornstein vor Kante. So, Moment. Einmal. Moment. Genau. Geht los. Immer ein kurzer hinterher. Sensationell. Das ist doch Musik, oder? Ja, das geht durch Mark und Da, Bein. also wirklich, das ist so schön. Ja. Ja, also ich weiß auch nicht, wie sich Menschen darüber beschweren können, wenn Schiffe im Hafen das Typhon benutzen. Also selbst die modernen. Also ich finde, selbst wenn so eine AIDA ihr Typhon Ja. loslässt, das ist pure Musik. Ja. Ja. Ja, Peter, ich danke dir erstmal. Danke, bitte, bitte. Jetzt will ich mal schauen. Ein bisschen haben wir noch, bis der Olli endlich mal seine Maschine ein bisschen dreht. Er hat mir einen ganz falschen Zeitplan gegeben. Frechheit. Ja, so ist das Ja. Leben oft. Ne? Aber es lässt sich ja aushalten hier. Ja, also ich kann ja auch noch mal vielleicht noch mal ein bisschen ums Schiff gehen, dass man vielleicht noch mal ein bisschen was zeigt. Vielleicht noch mal das ein oder andere entdecken hier. Sie sagten vorhin, dass es sich für die Gäste lohnt, hier eine Fahrt mitzumachen. Ja. Das möchte ich auch noch mal unterstreichen, denn im Vergleich zu den herkömmlichen Hafenrundfahrten für viel Geld, für eine Stunde im sterilen Abicht oder Brüsselschiff durch den Hafen zu fahren, ist sicherlich das eine. Aber hier mit dem Dampfschiff Schahan für 3,5 Stunden die Elbe rauf und runter zu fahren, sich alles angucken zu können, in der Maschine sein zu können oder hier oben auf der Brücke, das ist schon was anderes. Also das ist halt auch ein Erlebnis. Das ist ein Erlebnis und es gibt Ja. kaum Gäste, die hier traurig von Bord Das gehen. glaube ich. Im Gegenteil, viele begeistern sich so, dass sie sich auch melden, um hier mitzumachen. Und das ist für uns natürlich auch wichtig, dass wir Nachwuchs in Anführungsstrichen bekommen. Ja, es muss ja auch, also ich stelle mir auch vor, dass es durchaus eine Herausforderung ist, dieses alte Wissen weiter zu vermitteln. Ne? Genau, das Gerade ist es. halt auch das ganze Maschinelle. Ne? Gerade so die Maschine, das ist ja schon eine Technik, das wird man ja heute an keiner Seefahrtsschule, Berufsschule mehr lernen, sowas. Es Ne? gibt ja kaum noch Seefahrtsschulen in Deutschland, Ja. die überhaupt Patentinhaber ausbilden. Und insofern ist das schon Wissen und das ist auch gut. Und wir sind auch gerne bereit, das den Gästen zu erklären und darzubringen und nahezubringen. Wir können ja sogar ein Heizerdiplom machen. Ja, genau. Ein Heizerdiplom kann ich hier machen. Wenn man da die 1-2 Schaufeln Kohle, es ist ja nicht nur einfach Kohle irgendwo rein. Nein, das habe ich eben schon gesehen. Man muss auch treffen. Genau, irgendwann muss man treffen und im richtigen Moment auch an die richtige Stelle werfen. Ja. Das ist natürlich wichtig und hier oben genauso.
Wir verhalten uns ja eigentlich genauso wie früher in der Seefahrt mit der Verantwortung, die wir aufbringen müssen hier und sind beachten sehr den Verkehr im Hamburger Hafen und auch das ist Know-how, das wir hier eben den Gästen darstellen und auch darbieten und sie sicher nach Hause bringen. Ja. Nein, also ganz toll, ich freue mich schon drauf. Am 24.08. fahren wir auf jeden Fall mit. Ja. Dann sind wir dabei und dann werden wir euch hier noch ein bisschen mehr über die Schulter schauen. Das ist in Ordnung, ne? Ja. Kein Problem. Alles klar. Ich meine, das Schöne ist ja auch, dass man die Hauptmaschine sieht, wie sie arbeitet. Ja. Normalerweise ist ja alles dicht, offen. man sieht nichts. Aber und man kann sich noch unterhalten. Ja, das finde ich auch faszinierend. Ne? Also wenn man ja zum Beispiel heutzutage Containerschiffe, Maschinenraum, da geht ja ohne Geht Mickey ja nur Mouse, mit Mickey Mouse, geht da gar ja. nichts. Aber hier ist ja durchaus, also klar Geräuschkulisse, aber es ist ja auch, sind ja schöne Geräusche. Eben. Ne? Ja. Okay, gut. Ich klaue dir mal das Mikro. Ja. Und dann gucke ich jetzt erstmal, wie wir hier irgendwie diese Zeit rumbringen. Ihr Lieben, dann, ja, das war etwas anders geplant. Ich dachte eigentlich, dass wir viel flotter die Maschine anschmeißen. Von daher, ja, haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit. Aber es wäre natürlich schon schön, das zu sehen. Also ich würde ungern jetzt abbrechen. Aber wir können uns ja mal ein bisschen das Schiff anschauen. Oh, das ist echt hier, also man fühlt sich wirklich in der Zeit zurückversetzt. Gerade auch, wenn hier immer so ein bisschen Dampf rüberzieht. Will ich hier mal runterklettern. So, ich hoffe, euch gefällt das alles, was ihr hier so seht. Ja. Dann wird dir angegeben, wo letztendlich welche Strömung da ist. So, schaut mal hier, wie das alles gepflegt ist. Auch hier, was ist das denn? Ach, die Ankerkette ist das, die Ankerwinde. Gut, es sind natürlich moderne Rettungsmittel an Bord, klar, Rettungsinseln. Das ist heutzutage unerlässlich. So. Das war unsere Tasche. Genau. Die muss ich leider da wegnehmen. Wo können wir die denn, wo ist sie nachher dann wieder? Ja, oder da, einfach da vorne liegt auch mein Rucksack, ja. Ist ein Schlüssel drin? Ja, das passt aber. Kannst du so lieb sein, das einfach mit auf die Bank zu legen? Ja, das brauche ich nachher. Das brauchen wir jetzt hier gerade noch für den Stream. Genau, das baue ich dann nachher ab. Ja. dann mach los. Ja. Ja, Tanja fragt, ob sie vorbei. Ja, Tanja, du kannst gerne vorbeikommen. Olli, wir müssen irgendwie jetzt Zeit totschlagen. Wir haben ein schlechtes Timing. Ich kann eigentlich nicht rein. Ihr könnt ja mit nach oben gehen und die Leute Ich gehe jetzt mit der Cora eine Runde. Ach so, du musst mit deinem Hund eine Runde drehen? Ja. Okay. Viertelstunde. Ja. Dann bringst du dich einfach wieder ein. Oder du machst eben noch eine Besichtigung hier des Reaktorschiffes. Das kann man auch machen. Nee, ich warte jetzt mal auf meine Frau, die gleich kommt. Ja. Dann, Das ist nicht. Nein, das ist nicht meine Frau. Ja. Das sind noch die Brötchen. Wolltest du denn hier noch eine Runde rausstellen? Meine jetzt nicht, aber die waren für euch eigentlich. Ja, die müssen wir auf jeden Fall reintun und, keine Ahnung, aufteilen. Der schade drum. Und jeder heute Brötchen mitnehmen. Ja. Aber was zu trinken muss ich mir gleich mal organisieren. Ich habe nämlich einen tierischen Durst. Kann ich mir irgendwo hier ein Wasser erschnorren? Ja. Was haben wir? Wasser in der besten unten, ne? In der Bahn, im Wasser. Glas Wasser finden. Ja. In der Bar. In der Bar? Hallo? Kannst du ihn mal zur Bar bringen? Zur Bar, er will zur Bar. Ja, natürlich. Gucken wir mal, ob wir da Empfang haben. Ja. Wahrscheinlich nicht. Versuch mal, jetzt müsstest du da anfangen, drauf zu gucken.
Und hier geht das runter zur Bar, da musst du aber dann bitte schön rückwärts gehen. Ja. Und deine Leute, die du mitnimmst, auch. So. So, ich fürchte, ihr seid gleich weg, weil wir haben hier nämlich schon keinen Empfang mehr. Ja, das ist natürlich übel. Aber dann ist das halt so, dann bin ich in 1-2 Minuten wieder da. Dann müsst ihr einfach mal... Müsste der Stream langsam wiederkommen. Jo, So, Hallöchen. da sind wir wieder. Ich glaube, der Stream ist wieder da. Also ja, unten im Schiff absolut keine Chance mit Empfang. Da müssen wir uns noch was überlegen, wenn wir mitfahren. Wir können das ja auch vorher vielleicht noch mal testen oder so, ne? Ja, ich hatte jetzt alles auf Maschine ausgelegt. Ja. Ja, aber Was ist denn das für ein rauschender Bach? ja, das haben wir eben schon. Ist das das die- ist die das ist die Kühlwasser. Das ist das Kühlwasser. Ah, Ja. ist ja fast so wie im Gebirge. Kannst du mal gucken, ob das warm ist? Am besten auch da unten auf den Also Fender auf steigen. den Fender steigen ja, und ja, dann nee, einmal ist gucken. klar. Ne? Ja, wir müssen eigentlich noch ein bisschen warten, bis Olli die Maschine andreht. Der ist jetzt nur im Mund einmal. Ja, habe ich gesehen. Aber ich habe gedacht, den kann ich ja ein bisschen sabbeln, oder? Genau. Dann können wir ja hier noch ein bisschen gucken. Genau. Wir waren ja eben hier, Antje und Remo vom Team sind ja noch mit. Wir haben mal ein bisschen uns hier umgeguckt im Hafenmuseum. Die waren hier nämlich auch noch nicht. Und also ich kann immer nur sagen, es ist echt traumhaft schön hier. Guck mal, hier liegt noch die Undine. Auch ein alter Frachtschoner. Wird auch gerade restauriert. Und ich meine, guck dir jetzt auch mal von außen an, wie dieses Schiff hier verziert ist. So hübsch. Ja, richtig toll. Also das hat auch so eine ganz eigene Form, finde ich. Und das hat auch wirklich sowas... Ich finde das so ein bisschen mondän. Ne? Das Ja, ist so echt mondän, So, ne? Das irgendwie so ein ist- bisschen, Ja. ja, so Senatsbarkassen. Genau, das Style, ist, oder? das ist ja, so ein Senatsdampfer. Ja, finde ich auch. Also Ja. ich finde das auch super. Ich freue mich auch schon total, Wenn wir da hier mitfahren. Genau, wir waren ja vorhin schon hier und haben ja, bevor wir angefangen haben, schon so ein bisschen geguckt. Und also die Ehrenamtlichen sind alle so toll und so nett hier. Also großartig. Hast du die Dampfpfeife gehört? Nee. Habt ihr nicht gehört? Wo wart ihr denn gerade? Wir waren um die Ecke, wir hatten da bei den Autotransportern geguckt. Ah, okay. Da waren wir dann höchstwahrscheinlich gerade. Guck mal, von hier ist der Blick doch auch toll. Guckt euch das doch mal an, wie schön das hier ist. Es ist kein Mensch, hier kann man so schön rumstrolchen, nenne ich es immer, ne? Es gibt ja so viel zu entdecken. Das hat halt wirklich so Entdeckungscharakter. Das stimmt. Also wir haben hier auch eben schon wieder Sachen entdeckt, die wir vorher noch nie gesehen haben. Wir waren ja nun wirklich schon oft hier, ne? Und ja, die Peking, und das Schöne ist, es ist hier, das meiste ist wirklich zugänglich. Ne? Also für so einen Hamburg-Besuch kann ich echt nur empfehlen, bucht euch so eine Peking-Tour, dann seid ihr eh hier schon vor Ort. Und dann hier wirklich noch mal alles unsicher machen. Ist doch großartig. Jo. Guck mal, da ist auch noch so die Lühe. Das ist auch noch mal so ein... Und dahinter liegt auch der Fritz Ja. vom Wollen wir den vom noch mal Olli. zeigen? Kommen wir da noch hin oder? Ich glaube, wir können ja jetzt einmal außen rum gehen. Da liegt auch die Fairplay 8. Ja, wollen wir doch noch mal ein bisschen zeigen, oder? Fährt auch noch. Guck mal, Jutta hat das geschrieben. Die Undine hat früher auch Gästefahrten nach Sylt angeboten. Ah. Das fand ich auch sehr interessant. Ach, da bist du. auf Ja, der anderen Olli Seite. macht gerade die Hunderunde. Der hat ja Ja. auch so ein altes Schätzchen, ne? Echt total süß auch. Sieht auch schön aus von hier, ne? Ja. Nochmal so die 3 von der Tankstelle, nochmal so von Und vorne. ganz außen ist der Fritz. Das ist der Schlepper vom Olli. Und den möchte er halt komplett wieder restaurieren, damit er irgendwann fährt. Da waren wir ja auch mit der Barkasse letztens.
Einmal. Den habt ihr abgeholt, ne? Guck mal, da geht Olli und sein Schätzchen. Aber man sieht nur die Beine vom Schätzchen. Ja, das ist auch so. Ach, ja, streamt ihr da mal weiter? Ja, Ich ja. kümmere mich erstmal um meinen Hund. Ja, macht ihr mal, ne? Ja, das und nee, könnte- die Maschine, die wird auch nicht, früher Nee, jetzt aber gestartet. das könntest du auch sein, dein Hund. Nee, Warte mal eine kommt ihr Sekunde. mal gleich wieder, Guck mal, ne? Autotransporter sieht man auch hier durch. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, welche das ist. Ja, da waren wir doch schon. Wir zeigen gerade dieses Schmuckstück, Fritz. Ja. Hast du den schon mal gesehen? Der ist super. Ja. Kennst du den Besitzer? Kennst du den? Ja, ich habe Das das soll, mal von gehört. das soll auch so ein ganz netter Das sein. ist auch so ein Verrückter. Oh, der hat auch so einen süßen Hund. Also Ja, ist auch- ich finde immer wieder alleine diese Idee, sich so einen alten Dampfer zu kaufen und den dann komplett wieder, Total verrückte Idee. Oder? ja, also den wieder komplett zu restaurieren, ist wirklich Das eine verrückte Schätzchen Idee. sitzt hinter dir übrigens. Ja. War eben ausgeführt. Ja. Oh, die Bevor das gleich Cora. losgeht. Oh ja. Ja. Futi. Mecker du mal. Sitz. Futi. Ja. Du hast auch keine Lust hier, ne? Was machen die hier alle? Schuhe wie die Hundefarbe, ne? Guck mal. Ja, ne? Guck mal, hier passt, ne? Genau. Das Schätzchen. Ja, Du dann weißt gehen ja- wir mal den Hund runterbringen. Tiercontent funktioniert ja immer. Mehr geht auch nicht. Ja. Dann geht das gleich. Und dann geht das bald los, oder? Da kannst du dann auch gleich wieder mitkommen. So um Viertel vor drehen wir. Mhm. Und vorher werden wir die Umsteuerung der Maschine noch testen. Also in 10 Minuten geht das. Okay. Ja, bis dahin sabbeln wir den Chat noch in Grund Ja, und Bogen. Gibt also ja 10 genug hier Minuten. zu Wir gucken, ne? sind hier auf jeden Fall in Sichtweite. Na? Warten da oben schon die ersten Gäste, Das sind die ersten Gäste, ja. die ja. dann heute mitfahren, ja. Das ist heute ja eine Charter. Kannst du mich nicht so dicht zeigen heute? Ich war nicht in der Maske. Ich bin seit 4 Uhr wach übrigens. Oh, Ja, Wir haben heute Morgen schon Max mit der Hanoi Express empfangen. 5:30 Uhr. und ich Jetzt konnte kommst nicht wieder du. einschlafen. 5:30 Uhr, ja. Was habe ich da gemacht? Ja, geträumt ist wahrscheinlich was schön. aufs Aufstehen. Ja. Guck mal, die schön alten, Bis gleich. Hier auch die Lokomotiven, ja, die da, schönen von der alten Lokomotiven, Hafenbahn. genau. Das ist richtig toll. Also hier gibt es echt viel zu sehen. Auch immer eine tolle Fotokulisse. Fotolocation, ja. Also für wie viele Fotoshootings haben wir hier gemacht, ne? Und richtig tolle Shootings. Und wo darf man schon auf den Gleisen laufen? Ja, Hier darf man's. vor allem, wo bringst du dich nicht in Gefahr und darfst auf den Gleisen laufen? Das ist, Ja, ja. ne? Das meinte ich ja. Machen ja einige trotzdem, aber das ist auch nicht immer so gesund. Nee. Guck mal, für jeden ist da was dabei. Für eine Lok, für ein Schiff. Ja. Es fehlt uns nur noch der Flieger. Aber hier fliegen die auch ganz oft drüber, aber ich glaube heute nicht. Aber guck mal, dieses Bild alleine. Ja, hier, ich finde ne? das auch gerade so Hier diese toll. alten, im Hintergrund die Schahören. Guck mal, rechts Drei die von der Peking. Tankstelle. Dann im Vordergrund Fritz, Elbe und die Lühe in der Mitte. Also das ist schon echt, das ist schon ein schönes Foto. Also das bei richtigem Licht hier. Wow, Aber, wow, wow. Guck mal hier, das ist auch ein schönes Bild. Da sind die auch noch so alte Schätzchen. Und die Bleichen im Hintergrund. Auch ein interessantes Schiff. Rechts das kleine könnte vom Pflegezustand her Mainz sein. Ja. Da würde sich ja, glaube ich, in den nächsten Jahrzehnten nichts mehr dran ändern, würde ich sagen. Und die Ann-Sophie da drüben, die ist auch schön, finde ich. Welches ist Da Ann-Sophie? vorne. Ach, da hinten Ja. die SAL. Da ist wohl auch ein Zuschauer drauf. Echt? Mhm. Also der falls er das Ann-Sophie? jetzt sieht und hört, kann er ja noch Da mal ist ein winken. Zuschauer drauf? Mhm. Aber ich glaube, der sägt da gerade. Hörst du das? Ich glaube, der hat Ah, keine okay, Zeit. ja, das kann sein. Der ist in Action.
Wir wollen die Menschen ja auch nicht von der Arbeit abhalten hier. Nicht, dass es nachher heißt, Hamburg Hafen Live, wenn das läuft, dann läuft ja auf den Schiffen nichts mehr. Wir können ja noch mal den Fairplay Acht von angucken. Dichten. Haben wir auch von so dicht noch nie gehabt, ne? Oder? Waren wir hier schon mal so dicht dran? Ist das eigentlich der kleine Bruder von Michel? Auch schön. So ein Nutella-Brotmonster. Jetzt hör mal auf zu singen, komm mal noch mal ran und sag noch mal Ach, Hallo. das ist das Nutella-Brotmonster. Vielleicht sehen wir ihn ja noch mal irgendwo winkenderweise. Ich glaube, er war Ja, die vorhin sind schon auch mal interessant, draußen. diese- Oh, guck mal da, der hat gerade einen schönen Container da vom Meer am Haken. Guck mal, vielleicht packt er den noch oben drauf. Laden und Der löschen ist doch, Reach-Stacker. Laden und löschen, das ist doch so genau deins, oder? Ja, aber der fährt woanders hin. Das ist doof. Ja. Ich glaube, hier werden viele Bananen umgeschlagen. Kann das sein? Können wir gleich noch mal eine Kiste mitnehmen, oder? Wenn wir schon hier sind. Da kommt gleich auch was kleines Routes angefahren. Da hinten liegt auch noch so ein uralter Schlepper. Der sieht eher aus, als wenn das so ein Zustand wäre, wenn er dir gehören würde. Der, ne? Ja. Der ist aber cool, weil der blau ist. Ja, und hier kommen wieder die Maritime Circle Line. Winke. Ich freue mich ja schon, wenn gleich die Maschine angeschmissen wird. Guck mal, da fährt dein Container übrigens. Da hinten. Ja, das ist alles so weit Ja, weg ist so für weit die weg, kleine ne? Kamera. Guck mal, da kommt der Olli auch wieder. Ja, der nimmt uns gleich mit. Da Ja. heften Soll wir ich uns denn schon gleich. wieder übergeben oder soll ich... Ich dachte, du gehst gleich mit Olli in die Maschine. Ja, ich habe ja keine Ahnung. Ich sammle ja nur Seemannsgarn. Aber willst du mitkommen? Du warst doch noch gar nicht unten, oder? Nee, aber ich habe ja kein... Also ich kann natürlich gerne mitkommen, aber du hast doch gesagt, so eng da unten. Also mir ist es egal. Natürlich, ich bin ja jetzt hierher gekommen, um... Doch. Ja, die ersten Gäste sammeln sich. Dann gucken wir mal, was das Maschinchen sagt. Moin, hallo. 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 Guck. Ja, geht auch wirklich bald los. Guck mal, hier ist richtig ein Boarding-Komitee. Entschuldigung. Dankeschön. So. So. Ach so, sag mal, Olli, haben wir noch 2 Minuten, dass wir die Rudermaschine einmal zeigen können? Ja. Gibst du mal das Mikro vielleicht noch mal kurz Olli? Weil die wurde ja nachträglich. Ich möchte nur einmal was. Was Organisatorisches, ja? Ja, was Organisatorisches. Die Gäste bitten darum, nicht unbedingt mitgefilmt zu Ja, ja, nee, die haben wir eh voll. Ja. Und dann können wir runtergehen. Dann Machst du mit Norbert den Landstrom? Ja. Generator und Landstrom raus. Du, mach wie du meinst. Guck einfach. Das ist unsere Servolenkung für das Schiffchen. Man müsste ein extrem großes Steuerrad haben, um das Ruderblatt quasi zu bewegen, beziehungsweise wenn das Anströmung bekommt. Das haben die ganz früher mal gehabt, ne? Ja. Bis 1920 wurde das nachgerüstet. hat man das quasi modernisiert, 1920, und hat hier quasi eine Rudermaschine eingebaut, quasi eine Servolenkung. Das heißt, man dreht diese Welle, man öffnet damit quasi das Dampfventil. Mache ich jetzt mal, wenn der jetzt drehen würde. Öffne ich jetzt das Ventil
Und dann dreht die. Ach, ist das cool. Dann dreht die jetzt quasi und nimmt diese Kette, die rechts und links zum Ruderquadrant laufen, nimmt das mit und dreht das Ruder. Wie cool ist das denn? Guck mal. Mal auf die Kettenrolle. Warte, Moment. So, jetzt. Ah ja, da sieht man es an der Umlenkrolle. Wenn jetzt zum Beispiel diese Verbindung mal irgendwo defekt gehen würde, diese Welle nach oben hin, gibt es hier auch so ein lustiges Telefon. Dann würde quasi der Rudergänger hier unten stehen und der Kapitän würde Ihnen sagen, wie viel Grad Steuerbord, Backbord. Das ist quasi so eine Art Zwillingsmaschine. Ja, aber klasse, dass Sie das auch als Dampf dann nachgerüstet haben. Also man könnte meinen, dass das Ich würde sagen, da gab es auch noch nichts anderes 1920 und da man Dampf an Bord hatte. Ja, okay. Und wahrscheinlich würde ein anderes elektronisches Gerät heute nicht mehr laufen. Ja, das stimmt. So, die beiden Kollegen machen jetzt quasi Landstrom. Also wir machen einen Dieselgenerator an Bord für Kühlung, Bierzapfanlage, Kühlschränke, Kochen etc. pp. Wir haben zwar einen Dampfgenerator, aber das würde der nicht schaffen. Das ist so viel Strom. Darauf war das früher nicht ausgelegt, ne? Nee. Auf eine Kaffeemaschine und ähnliches. Bist du gleich oben? Ja. Dann rufe ich nochmal an und wir drehen gleich. Wir gehen jetzt runter. Jawohl. Es wird auch immer wärmer hier. Ich hoffe mal, dass die Kamera das alles klar. Ja. Okay, wir können es länger rausziehen. So, alle versammelt hier unten. Ich muss aber nochmal oben raus den Stecker ziehen. Ja. Okay. Und ich muss Kabel aufwickeln. Machst du die Umsteuerung auf der Seite auf? Wir machen jetzt quasi den Dampf auf für die Umsteuerung. Ich mache das mal auf dieser Seite. Moment, ich gehe mal hier in die Mitte. So, und jetzt fahren wir die Umsteuerung einmal durch. Ich habe jetzt die Maschine angehalten. Thorsten macht das gleich auf der Seite, ich auf der. Moment, von wo sehe ich am besten? Hier, guck mal am besten hier rein. Ah ja. Das ist, was man beim Tiger mit dem Hebel macht. Ja. Ist hier quasi Dampf unterstützt. Das ist quasi vorwärts, rückwärts. Genau, jetzt bin ich in der Rückwärtsfahrt. Und wir fahren die ein paar Mal durch, natürlich, dass wir die Gewissheit haben, dass sie zuverlässig, dass sie funktioniert und dass die Luft raus ist, dass da noch welche drin ist. Jetzt fahren wir die nochmal. Oh. Das sieht alles super geschmiert aus. Muss ich gerade einmal überlegen, wir liegen ja jetzt falsch rum, machen wir trotzdem, wir machen Landseite voraus. Landseite ist jetzt gerade diese? Ja. Da vorne? Ja. Dann machen wir die auf Landseite. Wir versuchen natürlich, umso wenig Kraft wie möglich auf den Ponton zu bringen. Dann machen wir eine Schraube voraus, eine zurück. Er hat jetzt zurück. Dann wartet man natürlich immer, bis der auch wirklich gefahren ist. Ja. Jetzt will also ich das beim Ablegen, also einen vor, einen zurück. Ja. Damit ihr dann gleich rausdreht. Nee, das ist einfach nur für das Drehen. Ach so. Ach stimmt, wir Jetzt wollen sage ja ich da drehen. oben Bescheid. Ach ja, das geht ja gleich auf die Propeller hin. Einen Leerlauf in dem Sinne habt ihr ja nicht, ne? Stimmt. Können wir Maschinen drehen? Jo. Jetzt habe ich quasi nachgefragt, dass wir drehen können. Es könnte ja sein, dass gerade wer mit den Tauen hantiert. Das wäre blöd. Von da vielleicht filmen? So kann man ganz gut gucken. Hier Ja. vielleicht? Thorsten kann das ja schon für sich einfach machen. Ich mache das jetzt hier. Wir wollen jetzt natürlich gucken, dass kein Wasser mehr in den Zylindern ist. Also fahre ich einen Zylinder durch und entwässere die.
Jetzt strömt quasi der Dampf durch den Mitteldruck. Ich will ja nicht, dass sie dreht, ne? Und jetzt gebe ich quasi Hauptdampf. Das ist jetzt Wasserschlag. Das Problem ist, der hat die Entwässerung natürlich in der Mitte der Zylinder. Wenn wir jetzt ein bisschen Lage haben, dann können wir entwässern, wie wir wollen. Und da steht ein bisschen Wasser im hinteren Stück des Zylinders. Kriegen wir das natürlich nicht raus. Dafür hat man quasi die Rückschlagventile, Sicherheitsventile. Wenn die nicht wären, dann wird es einen großen Knall geben und da wäre hier ein Riss im Zylinder. Jetzt drehen wir die natürlich so langsam wie möglich. Und da hier natürlich nichts mechanisch ist, automatisch ist, machen wir das alles noch hier. Bringen die alle noch ein bisschen Fett mit. Das ist ein Zylinderöl. Ah, okay. Das ist quasi, wenn das kalt ist, wie Honig. Jetzt ist das eine schöne Geschwindigkeit zum Abschmieren. Das machst du natürlich auch, wenn der dreht, voll dreht, ne? Boah, guckt euch das mal an. Also jeder, der ein bisschen was für Technik und Maschinen übrig hat, der muss ja jetzt ausflippen. Und also das Schöne, das hatten wir ja, das hat auch eben der Captain ja nochmal gesagt, das Schöne ist ja, die Geräuschkulisse lässt ja durchaus noch eine Unterhaltung. Die drüben ab, oder was? Ja? Die Kurvenstunde. Mach du nicht? Wer macht gleich oben? Norbert? Ja. Machst du die beiden Hochdruckzylinder? Entschuldigung. War nur ein Test. Wollen wir uns das einmal angucken? Nö. Was denn? Nö, brauchen wir nicht. Nee, wir machen jetzt oben nochmal, das sind sogenannte Ölvasen, da machen wir Zylinderöl, was direkt im Niederdruck reingeht. Wahnsinn. Diese Zylinder kriegen ja quasi eine Schmierung in den Dampf mit, also der Dampf wird quasi angereichert mit Zylinderöl. Ah, okay. Guck mal einmal hier. Das ist der Hauptdampfschieber. Und da oben geht eine Leitung dran. Von den Zylinderöler. Und da wird jetzt quasi Öl bei jeder Umdrehung, die der Exzenter macht hier, dreht sich ein Stückchen dieses Stirnrad von der Pumpe und presst Öl quasi da oben rein und es wird dann quasi in den Zylinder zerstäubt, dass der eine Schmierung hat. Und wenn der mal leer ist, dann dreht man den um, füllt hier Öl ein und dreht das zurück und befüllt quasi den Kolben wieder. Ne? Krass. Ja, und jetzt läuft die Maschine quasi und dann kann sie ja Genau, wir lassen die jetzt noch eine Viertelstunde, also rein theoretisch fahren wir ja um 2 Uhr los, lassen die eine Viertelstunde drehen. Irgendwann kommt Achtung, das heißt, dann machen die klar an Deck, machen die Tau ab. Ja. Dann müssen wir natürlich hier vorher ausmachen, dass kein Tau in die Schraube reinkommt. Und dann geht das los. Und dann geht das ruckzuck. Das werdet ihr dann das nächste Mal live erleben. Ja, das werden wir beim nächsten Mal. Am besten, wenn ihr sogar mitfahrt. Also wenn ihr mit uns mitfahren wollt, wenn Tanja und ich auch an Bord sind, 24.08. Ansonsten, falls ihr da keine Zeit habt,
Ihr habt ja jetzt die Crew, 9., 8., 10., 8., 23., 24. ihr habt ja jetzt die Crew so ein bisschen kennengelernt. Also ich glaube, das macht auch Spaß hier an Bord. Genau. Ne? Das ist also wirklich Erlebnis-Dampfschifffahrt. Wahnsinn. Ja, Olli. Die Seite habe ich schon gemacht, aber ist nicht schlimm. Doppelt hält besser. Dann würde ich dir schon mal ein dickes Dankeschön sagen. Sehr gerne. Ihr müsst jetzt hier sicherlich, ihr geht jetzt ein bisschen in die heiße Phase. Ja, heiße Phase sagt auch mein Handy wieder. Ja. Und deshalb gehe ich jetzt nach oben. Dann werden wir uns verabschieden. Und ich freue mich schon wahnsinnig auf den 24.8. Wir auch. Wir Alles auch. klar. Ich bin ja auf jeden Fall an Bord. Das ist, Nee, weiß ich nicht. das ist Wir sind ja klasse. immer verschiedene Leute. Immer hier 4, da 4. Ja. Und können uns auch natürlich abwechseln. Also jeder, der vielleicht ein Maschinenpatent hat oder einen Kesselwärterschein, der ist hier herzlich willkommen. Melden. Erfahrene Leute sind immer sehr willkommen. Natürlich auch andere, aber wir brauchen natürlich auch welche mit Papieren, sonst können wir nicht fahren. Also das ist ein schönes Hobby mit einem guten Zweck dahinter. Olli, Ihr filmt vielen, quasi vielen noch Dank. ihr filmt noch quasi das Ablegen. Das glaube ich nicht. Also ich gehe jetzt mal raus, weiß ich noch nicht. Schau ich mal. Ich gehe einmal mit raus, ein bisschen Okay. ich mich das abkühlen. Ja. Aber ich muss auch, bevor wir ablegen, ich muss hier noch was abbauen. Ne? Ach so. Ja. Aber das können wir jetzt einfach mal machen. Warte Können wir mal. das schon machen? Ich muss hier mal meinen Router mitnehmen, mein WLAN-Kabel. So, ich kann ja was nehmen. Gib her. Kannst du das hier vielleicht nehmen? Das ist aber schwer. Ja. Wir haben ja extra WLAN in den Maschinenraum gelegt. Oben auf der Brücke. So. Das Kabel, ne? Ich räume das gleich alles weg. Thorsten, kannst du mal das Kabel hier? Moment. Soll ich das rausklicken hier? Ja, das kannst du auch so zusammenlassen einfach. Wollen Sie zusammen oder was? Bitte? Wollen Sie zusammen? Ja, wir packen. Ja, ich wollte mal fragen, ob wir das Material auch benutzen würden. Klar. Für unsere. Klar. Ich kann euch auch die Aufzeichnung schicken. Könnt ihr das Ja. rausschneiden? Kann ich ziehen? Dirk hat ja meine Kontaktdaten, ne? Ja, klar könnt ihr das Material nutzen. Natürlich. Mensch, es macht so einen Spaß hier bei euch. Also wirklich, das ist so geil. Hier macht man auch Kabeldreher nebenbei. Ja, wir müssen jetzt nur einmal von Bord schaffen. Hast du dieses Gerät? Ohne die, genau, einmal an den Gästen vorbei. Filmen wir so ein bisschen nach unten. So. Redet man aber über das ganze Schiff. Das ist von euch? Nee. Doch, das hier sind unsere Sachen. Ich packe das gleich alles ein. Ja, leg mal einfach dahin. Olli, dann sage ich dir schon mal ein ganz dickes Dankeschön. Sehr gerne. Vielen, vielen Dank, dass du das ermöglicht hast und dass du hier auch das alles erklärt hast. Also ganz, ganz toll. Wir sehen uns spätestens am 24.08. wieder. Sehr und gerne. Irgendwann wollen wir auch noch mal eine Runde Fritz machen. Dann machen wir eine Runde Fritz und in 10 Jahren machen wir dann das gleiche auf Fritz. Fritz auslaufen. 10 oder 15 Jahren. Jungfernfahrt. Zur Rente. Alles klar. Soll ich dir den Puschel wiedergeben? Ich nehme den Puschel. Ich gehe hier vorne hin, dann sage ich einmal Tschüss und dann packe ich ein. Olli, gute Fahrt, ne? Ja, wir machen. Hoffe ich. So, ihr Lieben. Muss euch mal mitnehmen, weil hier natürlich jetzt einige Gäste sind. Ach ey, was für tolle Menschen. Was für tolle Menschen an Bord. Heute nur Ehrenamtliche. Leute, was für tolle Menschen an Bord. So, guck mal, was für tolle Menschen hier in der Bushaltestelle. Nimm mal kurz das Mikro. Ja. So, ja ihr Lieben, willst du noch einmal, komm mal bitte, Andi hat den Ton damit laufen, dass das nicht hier alles doppelt ist. Ja. So.
So, ihr Lieben, also das war richtig toll. Das war super. Du hast ja mit drauf geguckt, ne? Also ich finde die Menschen alleine an Bord. Wahnsinn, die waren so nett. So eine mega Crew. Überall kannst du reingucken, alles kannst du anfassen. Mal hier mein Mikro. Überall, also ich freue mich schon so auf die Fahrt. Ja, und das ist einfach etwas, was man auch unterstützen muss. Also ihr habt es ja gesehen, ne? Das war wirklich ganz, ganz weit vorne. Ja, es war toll. Ja. Also, ich würde jetzt auch am liebsten gerne mitfahren. Du auch? Ich würde jetzt auch gerne mitfahren, ja. Also vielen, vielen Dank. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Ich konnte mich heute natürlich nicht um den Chat kümmern. Ne? Das war jetzt wirklich leider nicht möglich. Ich glaube, ihr habt da aber Verständnis für bei so einem Stream. Aber ansonsten waren unsere Moderatoren ja wieder im Chat. Ja. Auf jeden Fall ein dickes Dankeschön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank. Dass ihr eingeschaltet habt. Und vielleicht geht es ja heute Abend noch weiter, ne? Ja, wir wollen ja mal gucken. Also wenn das Wetter mitspielt, vielleicht machen wir heute Abend noch einen kleinen Stream vom Feuerwerk Sommerdom-Eröffnung. Ja. Na? Okay, ihr Lieben, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Dankeschön. Macht's gut. Und bis später. Dann. Tschüss. Du müsstest mal kurz den Gimbal nehmen. Ja. Warte. Damit ich den Stream beenden kann. Guck mal, der Zwergfox hat noch 100 Bits rausgehauen, glaube ich. Danke. Ja, es waren so viele dabei. Ganz, ganz dickes Dankeschön.